Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Dennis Hack. Herr Hack, ich grüße Sie. Hallo Jepsen. Herr Hack, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hierher gefunden haben. Dieses Gespräch hat mir schon im Vorfeld sehr viel Spaß gemacht, das Vorgespräch, denn Sie gehören zu den Leuten, die ich ja mir immer wünsche. Sie sind ein Macher. Das gibt ja auch inzwischen bei KenFM die Macher, das haben wir ja aus der Taufe gehoben am 1.10. vom Kanzleramt. Sie waren aber schon vorher Macher, Sie haben schon vorher gemacht und Sie haben etwas kreiert, was so kurz vor der Markteinführung ist, um es mal mit so einem Wirtschaftsdeutsch zu beschreiben. Und das wollen wir gerne nach vorne bringen, weil ich glaube, dass es die Welt elementar verändern kann. Sie arbeiten seit geraumer Zeit an einem Interface. Dahinter befindet sich ein soziales Netzwerk. Können Sie in Ihren Worten beschreiben, was das konkret ist, was Sie tun? Also in Kürze ist es ein soziales Wissens- und Aktionsnetzwerk. Das heißt, was kann dieses Netzwerk? Es gibt ja viele soziale Netzwerke. Was ist da Genau, anders? es ist ein soziales Netzwerk, das verschiedene Komponenten eigentlich mit unter ein Dach bringt. Also das heißt eine Wikipedia-Komponente, das heißt, dass es ein öffentliches Netzwerk ist, wo man Wissen zusammen teilt. Und es ist ein Aktionsnetzwerk, weil alles darauf fokussiert, die Menschen eigentlich von der Information in die Aktion zu bringen. Und das auf einer gemeinnützigen Basis. Das heißt, das, was viele von uns tun, dass sie sich im Netz bereits schlauer machen, sich zu einem Problem informieren oder überhaupt orientieren, führt oft dazu, dass man sehr viel weiß oder auch gefrustet ist, aber dann in die Aktion tritt und Ihr Netzwerk, Human Connection ist der Name, soll dazu beitragen, soll sagen, so, jetzt habe ich so viel Information, ich treffe auch Gleichgesinnte, jetzt komme ich mal in die Spur und habe diesen Action-Button, ich mache da jetzt mal was. Ich werde Macher. Ja. Das ist also ein Netzwerk, was Macher produzieren soll. Anstiften soll. Genau. Wunderbar. Wir werden darüber reden, obwohl es natürlich auch abstrakt ist, aber wir werden versuchen, so runterzubrechen, dass man das versteht. Ja. Aber vielleicht mal gleich zu Anfang. Sie sind ja jetzt nicht der klassische Programmierer, sondern Sie kommen aus einem kleinen mittelständischen Betrieb. Die Großeltern haben den gegründet. Sie produzieren Trampoline und hätten das überhaupt nicht nötig. Ja, es läuft gut, das Geschäft. Darüber nachzudenken, wie man die Welt verbessern kann. Fangen wir mal an. Was machen Sie wo? Also ich komme aus einem kleinen Familienunternehmen oder mittelständischen Unternehmen mittlerweile mit 60 Mitarbeitern. Wir stellen dort Trampoline her für Schulen, internationale Wettkämpfe und haben auch jetzt in Rio die Olympischen Spiele mit unseren Geräten ausgestattet. Ist das Eurotramp? Genau, Eurotramp-Trampoline. Okay. Wir sind ein Spezialist, ein Trampolinspezialist auf dem Gebiet. Das heißt, Sie kommen aus einem Umfeld, ich glaube Valheim Tech ist die Firma, 60 Mitarbeiter, wenn ich richtig recherchiert habe, und da werden einfach sehr professionell Trampoline für den Weltmarkt produziert. Genau. Alles in Deutschland produziert. Alles komplett selber, ja. Lassen Sie uns über Trampoline sprechen. Ich weiß nicht, war nicht zuletzt auf dem Trampolin stand zu Schulzeiten. Ich habe es immer sehr genossen, aber auch festgestellt, man kann sich da verletzen. Ja. Seit wann gibt es denn Trampoline? Trampoline gibt es eigentlich seit ein paar hundert Jahren. Also die Menschen haben irgendwann mal angefangen, jeder hüpft und springt gerne und hat den Traum vom Fliegen eigentlich in sich. Ja. Und es gab dann vor ein paar hundert Jahren schon quasi Lederfälle, Lederbezüge, wo man quasi dann schon springen konnte und die Gaukler sind damit dann durch die Straßen gezogen. Später hat dann ein George Nissen aus den USA eigentlich das Trampolin, das heutige Trampolin so erfunden, das sich halt dann aber doch immer weiterentwickelt hat. Aber die Grundform ist dieselbe geblieben. Gibt es eine Entwicklung bei Trampolin? Ja, natürlich. Ja? Also es gibt Fortschritte im Stahl, wir verwenden neuartige Materialien, alles was zu finden ist, alles was man auch aus der Großindustrie übernehmen kann, was adaptiert werden kann, das bauen wir in unsere Trampoline ein. 60 Menschen arbeiten in diesem Betrieb, die wahrscheinlich, man spricht in der Firma mit Sicherheit Schwäbisch, so kenne ich das jedenfalls, aber es sind Menschen aus den unterschiedlichen Nationen. Genau, ja, aus den unterschiedlichsten Nationen. Wir arbeiten da eigentlich als kleine internationale Familie zusammen. Dass Sie sich heute sozial betätigen, indem Sie an einem Netzwerk arbeiten, Human Connection, um die Welt zu verbessern. Das hat auch mit Trampolinen zu tun. Erklären Sie ruhig mal, dass Ihre Großeltern und Ihre Eltern Sie auf internationale Sportevents mitgenommen haben. Und da haben Sie was erlebt und gespürt, was Sie bis heute beeinflusst. Genau. Also in der ganzen Zeit, in der ich um die Welt gekommen bin, war es immer so, dass diese Menschen aus allen verschiedenen Ländern zusammen sich einfach auf dem Trampolin messen, auf eine sportliche Weise. Und dass die Auseinandersetzungen, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, die spielen dort überhaupt gar keine Rolle. Ja. Also man geht auf so eine Sportveranstaltung und nach dem Wettkampf gibt es immer ein Bankett, es sitzen die Leute zusammen, die trinken, die feiern natürlich, die tanzen ausgelassen. Und davon ist überhaupt nichts also von der Welt, die da sonst noch existiert, da draußen ist überhaupt nichts in der Trampolinfamilie. Ich will es wirklich so nennen. Es ist eine kleine Trampolinfamilie mit ein paar tausend Leuten, wo man sich dann auch kennt, ist da einfach nichts davon zu spüren. Spielt da Nationalität und politische Färbung keine Rolle? Überhaupt nicht. Also kann da ein Iraner mit einem Amerikaner feiern oder was? Ja.
Okay. Natürlich, also es gibt, ich habe da einen sehr schönen Moment mal erlebt, wo 3 Iraner zusammen mit einem Amerikaner dann vor einem Foto posiert haben und haben gesagt, hey, lass uns zusammen ein Foto machen. Ja. Das ist da gang und gäbe. Ja. Da gibt es diese Auseinandersetzungen gar nicht. Okay, und da ist Ihnen was aufgegangen oder haben Sie was gespürt? Nämlich, dass es vielleicht mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man das im Fernsehen uns immer suggeriert, dass uns sehr viel trennt. Ja, es sind so Parallelwelten. Ja. Ja, das Fernsehen ist eine Welt, die das widerspiegelt, was ich so eigentlich kaum als Mensch kenne. Was hat das mit Ihnen gemacht? Gärte das oder fingen Sie dann an, darüber nachzudenken? Man hätte ja sagen können, das ist ja schön, dass Sie sich so schön vertragen und dann baut man einfach seine Trampoline weiter. Ja. Haben Sie ja nicht gemacht. Also Sie bauen sie schon weiter, aber Sie machen dann was anderes. Wie kommt dieser Schritt? Ich habe angefangen vor einigen Jahren immer mehr zu lesen, mich immer mehr zu informieren und habe dann einfach festgestellt, hey, ich bin eigentlich komplett falschen Film, ja, und wie sieht eigentlich die Zukunft aus für die Kinder, ja, für die zukünftigen Generationen? Und da ist für mich einfach klar geworden, nee, das kann so nicht gut ausgehen. Und ich sehe aber einfach, dass so viel gutes Potenzial einfach da ist, ja, überall. Und ich sehe so viele gute Menschen auch. Ich verstehe gar nicht, der Gros für mich ist erstmal, sehe ich nur gute Menschen. Ja. Und da ist es für mich einfach, ist die Schere zu weit auseinandergegangen von dem, was eigentlich wahr ist und was nicht wahr ist. Und das heißt, da gab es so einen Aufwachmoment in Ihnen. Auch eine Wut? Natürlich ist man hin und wieder wütend, wenn man sieht, was passiert. Natürlich wird man sieht in den Nachrichten heute die schlimmsten Nachrichten und fragt sich dann, warum das Ganze. Ne? Ja. Und als Unternehmer sieht man das natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Und diese Perspektiven haben mich dann einfach auch dazu bewogen, da was zu ändern und positiv was dazu beizutragen, weil ich sonst einfach keine Zukunft sehe für die Welt. Ich kenne Weilheim Tech, weil ich da früher mal durchgefahren bin. Das ist eine sehr schöne Gegend. Ja. Da gibt es auch überhaupt keinen Grund, sich über irgendwas aufzuregen. Da haben die Menschen Doppelhaushälften oder Doppelgaragen vielmehr. Da stehen dann Fahrzeuge aus Stuttgart drin und man hat einen schönen Tag. Das geht den Leuten einigermaßen gut, kann man so sagen. Also es ging ihnen schon mal besser, aber ist auf sehr hohem Niveau. Da gibt's keinen Grund. Wie ist es, wenn man andere, auch in der eigenen Firma, die ja gut läuft, dafür begeistern will? Verstehen die das oder sagen sich, der Mann, der spinnt, jetzt ist er durchgedreht? Läuft doch alles. Ja, natürlich läuft alles im Umfeld, ne? Wenn man seinen eigenen Kosmos als das Einzige sieht, was es auf der Welt gibt, aber es gibt halt einfach noch mehr und die meisten Menschen, ich sage immer, sind heutzutage noch nicht so sehr aufgeklärt, um zu verstehen, warum man das eigentlich macht, weil sie nicht die Notwendigkeit sehen. Sie sehen nicht, was eigentlich passiert. Sie sehen nicht, was mit der Erde passiert. Und möglicherweise erahnen sie es, aber vielleicht haben sie auch zu viel Angst. Naja, der Schrecken ist ja immer noch weit weg, ne, muss man sagen. Also wenn man sich jetzt, ich stelle mir vor, man sitzt in Weilheim Tech in seinem Eigenheim und sieht halt eben, dass es woanders furchtbar schrecklich ist. In Syrien denkt Gott sei Dank, das ist ja weit weg. Ja. Ist ja nicht direkt am Bodensee. Da wird man dann vielleicht denken, Huch, ist schon vor der Tür, aber es ist weit weg. Wie haben Sie es geschafft, in Ihrem Umfeld, auch in der Firma, Menschen ins Gespräch zu bringen, auch sich darüber Gedanken zu machen? Weil das, was Sie sprechen, das sind ja eher unangenehme Dinge. Dabei soll es aber nicht bleiben, sondern wollen wir, dass es sich ändert, dass es besser wird, wollen wir das gemeinsam bremsen? Wie schaffen Sie das, Leute, die Trampoline bauen? Ja, oder was ich bei Mercedes-Benz arbeite, das Umfeld, ja, wie schaffen Sie es, wo alles cool ist? Wie schaffen Sie es, dass Sie sich darüber Gedanken machen? Da wird man ja auch in der Gegend, ich kenne es selber, sehr schnell als Störenfried. Man stört die Ruhe, man belästigt mit unangenehmen Gedanken. Jetzt haben wir es doch hier so schön, jetzt kommt der Herr Hack und weist uns ständig auf Dinge und appelliert an Verantwortung. Ich habe doch mal gespendet bei Greenpeace, was willst du denn noch von mir? Wie bleibt man da dran? Nervt man die Leute oder verstehen Menschen inzwischen? Ich glaube, ich habe meine Mitarbeiter und die Leute auch eine Zeit lang genervt, weil man unbedingt möchte, dass die verstehen, was eigentlich da passiert. Ja. Mittlerweile mache ich mir weniger, ich sag mal, die Mühe, irgendjemanden wirklich überzeugen zu wollen. Ja. Dazu ist vielleicht auch Human Connection da, weil das ist eine Einladung, sich Dinge anzuschauen. Also nicht das Hausieren, sondern eben eine Einladung. Ja. Genau, es soll eine Einladung sein, richtig. Weil man kann nicht mit Druck auf die Leute zugehen und sagen, guck mal, die Welt geht unter und das macht alles gar keinen Sinn. Ja. Da kriegen die Leute dann noch mehr Angst. Ja, und dann machen die zu. Das heißt, man muss eigentlich schauen, was gibt es denn Positives, wo sind Lösungen da, was gibt es schon alles und es gibt verdammt viel. Ja, und das ist eigentlich das Ziel dann auch von Human Connection, eigentlich zwar natürlich auch darüber zu informieren, um zu erkennen,
dass da ein Problem ist und dann auf das Positive hinzuleiten. Und das funktioniert halt viel besser, wenn man da ein Netzwerk hat, wie wenn ich dann irgendjemandem sage, ja, dann mach doch dies oder mach doch das. Oder warum machst du denn nichts? Genau. Sowas funktioniert auch nicht. Ja. Jetzt sind Sie 37 Jahre alt und eigentlich grundsolide. Ich glaube, ihr seid 9 Jahren verheiratet. Ein Kind ist auch da, glaube ich, noch kein Jahr alt, oder? Wenn ich es richtig so. Die Frau macht einen hochsympathischen Eindruck. Die möchte jetzt auch nicht politisch bedampft werden mit schrecklichen Geschichten. Ja. Oder doch? Nee. Wie geht man damit um? Alles könnte so schön sein und der Mann, die Firma läuft und der Mann denkt immer über Dinge nach. Und wie geht man damit um? Man muss es trennen, denke ich definitiv. Also man muss aufpassen, dass wenn man mal in diese Welt eintaucht, die Mord- und Totschlagwelt. Und das Ganze, genau. Dann muss man aufpassen, dass man das trennt, weil es zieht dann natürlich schon runter. Und man darf da dann sowas eigentlich nicht zu sehr mit nach Hause tragen, sonst hat man nur noch negative Gedanken. Und das wirkt sich dann natürlich auf das Familienleben auf. Also das muss man schon ganz stark trennen. Sie haben das gelernt, weil Sie haben sich ja, glaube ich, auch was eingefangen mal gehabt, ne? Nach dem Motto, mal Schluss machen mit Politik, zu Hause nicht mehr drüber reden. Ja, ich bin mittlerweile eigentlich an dem Punkt, dass ich sage, also ich habe jetzt die letzten Jahre wie ein Fanatiker an dem Projekt gearbeitet, was auch gut ist. Ja. Jetzt aber durch die Geburt meiner Tochter wird die Zeit einfach so verdammt eng und ich merke dann auch einfach, dass es zu viel wird. Also es macht keinen Sinn, wenn da ein Typ da ist, der sich zu Tode arbeitet und dann irgendwann mal umfällt. Vielleicht bringe ich ja das Netzwerk trotzdem zu laufen, aber ich muss letzten Endes auch mit mir selber irgendwo in einer Balance sein. Und das ist ganz wichtig, dass man da nicht zu sehr eintaucht, sonst kommt man fast nicht mehr dabei raus. Gab es einen Moment, wo Sie gemerkt haben, Sie sind ausgebrannt? Ja. Also klassisches Burnout und man merkt, ich kann nicht mehr und man verändert sich und gab es sowas, wo dann jemand von außen sagt, hör zu, Herr Hack, alles toll, aber ich glaube, da schießt er übers Ziel hinaus. Gab's sowas? Nee, da kam niemand zu mir, der mir gesagt hat, ich schieße übers Ziel hinaus oder ich habe selber erkannt einfach, dass es mir nicht gut geht. Ja. Es war in 2011, kurz bevor ich die Organisation gegründet habe, dass ich mir Gedanken gemacht habe, hey, mir geht's eigentlich gut, ich habe alles und trotzdem geht's mir eigentlich so nicht gut. Ich bin da nicht mehr zufrieden mit all dem, was da ist. Ja. Man muss ja auch sehen, in welchem System ich als Unternehmer lebe und an welcher Front ich da kämpfe. Ja. Und dann muss ich mir halt überlegen, will ich das eigentlich? Da geht's ja nur es geht ja ums Geld verdienen. Ja. Und das kann ja nicht der einzige Inhalt sein, besonders wenn man an die Zukunft denkt und schaut mal, was da draußen los ist. Und dann denke ich an meine Tochter und überlege mir, kann ich denn überhaupt meine Tochter schützen? Ja. Kann ich nicht. Können Sie mir erklären, also wenn ich mir fortschrittliche Unternehmer angucke, dann fällt mir sofort ein, der Chef von Trigema zum Beispiel, der versucht in Deutschland zu produzieren, Sie produzieren in Deutschland oder auch die DM-Märkte in Österreich, ein Erwin Thoma zum Beispiel, die anfangen über Nachhaltigkeit, Prozesse und Ausbeutung, brauche ich das, will ich das, nachzudenken. Ja. Was macht in Ihrer Meinung nach das sind aber alles Unternehmer schon viel älter als Sie. Also ein relativ junger Unternehmer, der schon so denkt. Vielleicht ist das, ich hoffe, das ist die nächste Generation, weil sie global unterwegs ist. Was macht in Ihrer Meinung nach ein Unternehmer heute aus? Was unterscheidet ihn? Ich weiß, es kann man auf keine pauschale Antwort wirklich geben, weil es nicht alle Unternehmer früher so waren, wie wir heute viele erleben. Aber was macht denn einen modernen Unternehmer aus heute? Was unterscheidet ihn von so einem ganz klassischen Unternehmer, der nur sagt, die Zahlen müssen stimmen? Ich denke, es kommt darauf an, in welcher Unternehmensstruktur man sich befindet. Also in einem Aktienunternehmen habe ich zum Beispiel als Geschäftsführer natürlich viel eingeschränktere Möglichkeiten, irgendwas Gutes zu tun, eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten, als was ich in einem privaten Unternehmen oder einem Familienunternehmen habe. Ich denke, ist eine Frage der Unternehmensgröße. Ja. Und dann natürlich, was macht einen heutigen Unternehmer aus? Setzt der Wert auf Qualität? Was ist ihm wichtig? Ja. Ist ihm wichtig, dass der Kunde auch was von dem Produkt hat? Ist wichtig, dass daraus ein Mehrwert entsteht? Ja. Ich denke, da gibt es viele Fragen. Ja, sind die Produkte schadstoffbelastet? Ja. Als Beispiel. Ja. Was kann man tun, damit man weniger Schadstoffe in Produkten hat, weniger Abfall erzeugt? Und ich sag mal, Produkte herstellt, die so lang wie möglich leben, was ja heute gar nicht mehr der Fall ist, weil wir ja das Wirtschaftswachstum brauchen. Das ist ja die Krux an diesem ganzen Spiel. Ja. Bei Eurotrump ist es so, dass Sie heute noch Ersatzteile produzieren für Produkte, die vor 30, 40 Jahren produziert wurden. Richtig, ja. Also Eurotrump ist ein langlebiges Produkt. Genau, wir versuchen die Trampoline so zu bauen, dass sie so lang wie möglich halten einfach. Das ist eine Unternehmensphilosophie, mit der hat mein Großvater angefangen und ich führe sie einfach gerne fort, weil es ist einfach was einen Wert hat. Ja. Also
ich möchte nicht an irgendeinem Produkt kaufen, wo ich weiß, das ist einfach nur billiger Mist, den irgendjemand dann in 1 oder 2 Jahren wegwerfen muss. Also wir versuchen, die Produkte einfach so gut wie möglich zu machen. Und Trampoline ist ja auch ein Produkt, wo Sicherheit wichtig ist. Ja. Da darf auch nichts kaputt gehen. Ja. Und unsere Trampoline halten sehr lange, die stehen in den Schulen da, wie Sie sagen. Und Ersatzteile stellen wir dann natürlich noch her. Wir ändern da nicht jedes Mal irgendwie einen Stecker oder sonst irgendwas, wie das bei einem elektronischen Produkt heute vielleicht der Fall ist, sondern legen Wert darauf, dass auch neue Produkte, die rauskommen, also Teile haben, die vielleicht schon 50 Jahre alt sind, weil sie sich bewährt haben. Ja. Okay, dass die Dinge untereinander kompatibel bleiben. Genau, viele Teile sind untereinander kompatibel. Nicht wie man das von Apple kennt, neues Handy, neuen Kabelverbindung, alles neu, muss alles neu machen. Das ist ja gerade, wo ich denke, was soll das? Die wollen nur und dann wird daran verdient. Dann kostet das Kabel 30 €, ihr habt sie nicht mehr alle. Ja, also anders arbeiten. Soweit es möglich ist, also wenn man jetzt im Wettkampfsport sieht, da tut sich momentan extrem viel. Also da wird Elektronik auch mittlerweile mit Trampolin kombiniert. Ja. Da kann man feststellen, wo die Turner springen, wo sie sich gerade aufhalten, die Flugzeiten und alles Mögliche. Ja. Und das erfordert natürlich auch, dass man dann an den Geräten zum Beispiel modifiziert. Also da ist schon eine Entwicklung da kann man sagen, da kommt alle 3-4 Jahre wirklich ein neues Gerät raus. Aber die Geräte, die für den Schulsport und so weiter verwendet werden, wo nicht in dem Hochleistungsbereich ist, das sind eigentlich Geräte, die werden kaum verändert, höchstens noch optimiert und das Material besser gemacht. Wer weiß, außer uns jetzt hier und vielleicht im näheren Umfeld, die Familie, wer weiß davon, dass Dennis Hack, der Eurotramp als Geschäftsführer führt und für 60 Mitarbeiter die Verantwortung hat, dass der parallel an einem sozialen Netzwerk arbeitet, Human Connection, wer weiß davon? Also mein Freundeskreis, die haben natürlich alle schon mal davon gehört und ich erzähle ihnen davon, wenn sie sich dafür interessieren. Wir haben auch mittlerweile eine Webseite gemacht. Humanconnection.com? Genau, human-connection.org. Das sind so mal, da wird das Netzwerk eigentlich ein bisschen erklärt, wobei es natürlich immer schwer ist, sich Dinge konkret vorzustellen, wenn man kein Screen dazu hat. Das ist so, wie wenn ich mich bei Twitter anmelde, obwohl das System relativ einfach ist, brauche ich erstmal Zeit, um mich da zurechtzufinden. Deswegen kann man das so nicht erklären. Man muss es eigentlich zeigen dann als Screens. Dieses Projekt Human Connection, ist das allen um Eurotramp und in Weilheim Tech, ist das bekannt oder wird das jetzt hier vorgestellt? Wie viele Leute wissen denn schon davon, was sie noch machen? Also wir haben eine Webseite gemacht, wo Human Connection erklärt wird, so in den Grundzügen. Wir sind dabei, gerade eine Beta zu programmieren. Also man kann den Entwicklungsstand auch eigentlich live verfolgen und die ersten Funktionen schon mal austesten. Wir haben eine Facebook-Seite gegründet und dort einen Blog laufen und informieren da die Leute schon mal über diese einzelnen Schritte, was wir da machen. Auf der Webseite kann man sich auch Presskits runterladen. Aber generell ist das Netzwerk natürlich mitnichten bekannt. Ja. Also es kennt eigentlich so noch keiner. Es ist ja auch noch nicht etabliert. Das ist das Ziel auch dieses Interviews, darauf aufmerksam zu machen, da ist etwas, was wir gemeinsam tun wollen. Genau. Es soll ja nicht so sein wie bei Facebook, wo es eine Markteinführung geht, wo man sich Aktien kaufen kann und ein paar Leute verdienen richtig dran. Ja, das ist ja was anderes. Was verstehen Sie denn unter einem sozialen Netzwerk? Also Facebook ist es offensichtlich nicht. Man muss sich die Funktionen oder grundlegende Funktionen mal von einem sozialen Netzwerk anschauen. Also wir nehmen einfach mal Facebook als die Nummer 1 als soziales Medium. Man hat da extremst viele Informationen, also eigentlich unendlich viele Informationen, die beim Scrollen da runterlaufen, aber ich habe einfach grundlegende Funktionen, nicht wie zum Beispiel das Ganze mal zu sortieren. Also ich kann mir nicht die besten Beiträge anzeigen lassen. Oder die mich interessieren nur. Genau, oder die mich interessieren. Ich habe keine Möglichkeiten der Filterung. Kann man sagen, es ist wie ein Supermarkt, wo alles irgendwo drin steht? So ungefähr. Ja, ich habe zwar eine Suche, aber kann nur die Seiten suchen oder die Personen suchen. Aber ich kann nicht nur wirklich nach Inhalten suchen und auch in diese Themen oder in Themen sortiert. Ich habe keine Übersicht darüber. Aber trotzdem, die Informationen, die ich preisgebe, die wir alle als User preisgeben, die sind ja schon interessant. Also jemand greift die schon ab. Natürlich sind die interessant, aber es steht ja kein Mehrwert dadurch, wenn wenn das irgendwo runterscrollt und man kann es danach zum Beispiel nicht mehr finden. Und was passiert dann, wenn ich jetzt Informationen auf Facebook lese? Ja, eine negative Information zum Beispiel. Ich scroll durchs Netzwerk und sehe einen Post über Bienensterben. Das lese ich. Und danach, ich glaube, jeder mag Bienen, jeder liebt Bienen und jeder ist bedrückt, wenn er so einen Bericht liest, dass die Bienen demnächst aussterben werden. Und die halbe Welt fragt, was soll ich denn tun? Und das ist genau der Punkt, da wo Human Connection ansetzt, dass man unter jedem Post, der da steht,
dass man da dann einen Action-Button hat, um dann zu sehen, was gibt es denn noch. Und dort werden dann weiterführend Dinge miteinander verlinkt, die unter denselben Themen kategorisiert wurden. Also wenn ich bin jetzt, lassen Sie uns beim Thema Bienen bleiben. Ich lese plötzlich Bienensterben. Habe ich schon mal von gehört, meine Bienen, erste Frage, was ist mit dem Honig? Ich weiß, es hat irgendwas mit Bestäubung zu tun. Bienen sind wichtig. Ja. So, jetzt weiß ich das. Und jetzt möchte ich mich aber mehr damit befassen. Also ich möchte tiefer ins Thema einsteigen und möchte vielleicht sogar sagen, kann ich helfen? Kann ich was tun? Gibt es Gleichgesinnte? Das ist möglich dann? Einfacher? Genau, darum geht es ja. Es gibt einen Mehr-Info- und einen Take-Action-Button. Auf dem Mehr-Info-Button kann ich einfach weiter in die Tiefe gehen. Ich kann verwandte Beiträge dazu sehen. Das kennt man ja auch aus Facebook. Das ist erstmal nichts sowas Besonderes. Also auch an Homepages wird da verlinkt, wo sich jemand intensiv mit Bienen, also Imker zum Beispiel, vielleicht kommt eine Doku von Arte zum Thema Bienen, ein Interview, was bei uns gelaufen ist. Das finde ich dort. Genau. Okay. Und halt nicht nur das. Also wir haben verschiedene Tools bei Human Connection, die haben die Möglichkeit bieten, einfach differenzierter zu kommunizieren oder zu diskutieren. Ja, nur die Frage zum Beispiel, ist Glyphosat schädlich für die Bienen? Da mag es Pro- und Kontra-Argumente geben. Und auf Facebook habe ich letzten Endes eine Art, das ist so, als würde jeder um eine Kaffeemaschine rumstehen und diskutieren, über deinen Beitrag in der Kommentarspalte. Was wäre aber, wenn ich daneben ein Whiteboard hätte, einen Moderationskoffer, wo ich dann einfach mal sage, okay, was sind eure Pro-Argumente, was sind eure Kontra-Argumente? Schreibt doch das alles mal da rein, zu einem bestimmten Thema. Und danach bewertet ihr in der Gruppe diese Argumente, was ihr am besten befindet. Damit wir weiterkommen. Genau. Das heißt, für den nachfolgenden Leser, der kommt dann da drauf und die Arbeit ist ja eigentlich schon gemacht. Der kann sich dann ein Bild darüber machen, was diese Leute da denken, zu welchem Thema. Und er kann sich auch ein möglichst möglichst ergebnisoffen, weil ich habe quasi beide Seiten und kann dann für mich selber entscheiden, was ich denn jetzt glaube, was ich denke, was richtig ist. Das heißt, ich bekomme über das Netzwerk die Informationen, die dazu da sind, reingereicht. Es ist übersichtlich, dass ich beim Thema Biene bleibe und nicht irgendwo, wo ist es denn jetzt, und wieder praktisch nicht im Fernsehen, sondern im Netz seppe und mein Zeug nicht mehr finde und abgelenkt bin, sondern am Ende springt theoretisch bei raus, ich kenne mich jetzt aus mit den Bienen, ich habe da viel zu gesehen, ich kann selbst argumentieren, ich kenne auch die andere Seite und ich werde dann angeregt zu sagen, ich kann was tun. Was ist mit, dass das manipuliert werden kann? Da kann man sich ja dann praktisch reinklinken und lauter Glyphosat alles Pro-Argumente reinknallen. Dann kann ich das ja verfälschen. Also in dem Moment, wo Human Connection sehr breit gesehen wird, dann ist es auch eine Werbemöglichkeit oder aber, dass ich viele Inhalte unterdrücken möchte als Industrie. Wie kann man sich davor schützen? Also es geht erstmal darum, dass alles manipuliert werden kann in einer gewissen Weise. Ja, das Internet ist das Internet. Und eine der grundlegenden Dinge bei Human Connection ist jedoch, dass es ein gemeinnütziges Netzwerk ist. Das heißt, alles, was da drin ist, muss irgendwie den gemeinen Nutzen am Ende Also da greift nicht jemand privat ab, guckt das Userverhalten, die Daten und verkauft das irgendjemandem, sondern da geht es einfach. Nee, ist alles öffentlich. Ist eine Familie. Es ist alles öffentlich, es ist alles transparent. Also wir reden dort von einem öffentlichen Netzwerk, Open Source. Das bedeutet, jeder kann den Algorithmus, oder jeder, der sich auskennt, kann den Algorithmus einsehen und schauen, ist da irgendjemand dazwischen geschalten, der sich Informationen abgreift? Wie funktioniert der Algorithmus? Ist der Algorithmus fair? Ist wirklich das, was an Input gegeben wird das als Output wiedergegeben oder nicht? Und letzten Endes kann ich da komplett dahinter schauen. Und die Leute können ja auch mitentwickeln. Bei Facebook habe ich eine Wand, und ich sehe nicht, was dahinter ist. Ich sehe nicht, wer sich dann noch mit eingeklinkt hat. Ja, und das ist bei Open Source natürlich grundlegend anders. Linux ist ja eines der bekanntesten Open Source Betriebssysteme und ähnlich ist es bei Human Connection auch. Jeder kann den Source Code einsehen, jeder kann ihn mit bearbeiten, Vorschläge einreichen oder auch weiterverwenden. Also es läuft unter einer Creative Commons Lizenz. Das ist eine Non-Commercial Lizenz. Also das bedeutet, dass jeder diese Software, die wir da jetzt programmieren, dann später auch für sich verwenden kann. Kommt also nicht der Urheberrechtsanwalt aus Übersee und sagt, nee, kommt nicht. Man muss dann Human Connection einfach als den Urheber erwähnen, aber man kann diese Software dann weiterverwenden. Wenn das so eine schöne Idee ist, dass wir alle daran partizipieren, warum macht das denn eigentlich Facebook nicht? Weil sie nichts davon haben. Facebook verdient Geld und Facebook möchte, dass man so viel Zeit wie möglich vor diesem Computer verbringt. Das ist ja dieses What you see is what you get. Scroll noch ein bisschen, scroll noch ein bisschen, scroll noch ein bisschen, scroll noch ein bisschen. Und letzten Endes ist man dann komplett überfrachtet. Aber man verbringt diese Zeit einfach darin, weil es dann am Ende nach 2 Stunden Scrollen nicht mehr wo oben und unten ist, wird wahrscheinlich auch keine guten Träume haben. Aber man hat die Zeit dort drin verbracht und möglichst viel Werbung gesehen. Und das ist bei Human Connection nicht erlaubt. Also es ist keine Werbung erlaubt, man keine aktive
manipulative Werbung schalten, weil das würde ja auch wieder die Posts beeinflussen, und die Sicht, also die Beitragsreichweite, das heißt die Sichtungen würde das beeinflussen und damit wäre das System dann eigentlich schon von Anfang an gescheitert, bevor es starten würde, weil es nicht mehr das widerspiegelt, was die Realität eigentlich ist. Sie haben vorhin gesagt, da ist auch ein Teil von Wikipedia realisiert, also nicht Wikipedia selber, sondern wo man eben auch eine Library hat, wo man sich schlau machen kann. Bei Wikipedia kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen und auch wenn ich mir anschaue, was sie mit Daniel de Ganser machen, das sind ja dann Leute von außen oder eher von innen, die machen da Dinge, die sind total manipuliert und das, was man außen verkauft, wie fair das ist, das wird innen gar nicht gemacht, in der Hoffnung, dass das keiner mitbekommt. Die bekommen die Leute doch mit. Auch so ein Human Connection, dass da Leute kommen, die intern Dinge tun, eine Firma dort intern Dinge tut. Wie kann man das erkennen, dass da jemand anfängt zu manipulieren? Erkennen, ich sag mal, ich betreibe selber einen politischen Satire-Blog und mir fällt es sehr schwer zu erkennen, ist jetzt einer ein Troll, ist jetzt einer bezahlt oder ist einfach nur einer ein bisschen daneben. Sagen wir es mal so. Und das lässt sich auch so kaum nachvollziehen. Wenn ich jetzt aber in einem öffentlichen Bereich arbeite und dort natürlich dem Gemeinnutzen was beitragen möchte, dann unterstehe ich da auch unter einer gewissen Transparenz. Das heißt, man kann alles sehen, was der User dort in dem Netzwerk gemacht hat. Man kann sehen, wie viele Argumente hat er gemacht, wie viele Kommentare, wie viele Beiträge. Stört er nur, zerschlägt er nur? Genau. Es ist ja immer so die Frage, ich kriege eine Freundschaftsanfrage und muss mir dann schauen, was ist das jetzt für jemand? Dann schaue ich mir mal an, wie lange ist er schon auf Facebook, was hat er für Fotos? Und es gibt ja immer besser und besser gefakte Profile auch. Ne? Wenn ich jetzt aber quasi Statistiken darüber habe, was der alles tut, dann ist es natürlich nachvollziehbarer. Also bei Wikipedia hatten wir den Fall, dass ein Admin, ich glaube ein Universitätsprofessor, 43.000 Einträge im Jahr hat. Das muss man mal hochrechnen. Unmöglich. Ich habe in 2 Jahren vielleicht 1000 Beiträge gemacht. Das ist viel Arbeit. Das heißt, und da fällt auf, hier stimmt irgendwas nicht. Da kann man. Genau, das stimmt was nicht. Und auch diese Hierarchiestufen, wie sie bei Wikipedia aufgebaut sind, teilweise ein bisschen seltsam. Ich will jetzt aber nicht weiter auf Wikipedia eingehen. Aber das haben die Leute ja auch bei KenFM, wissen Bescheid. Da gibt es so einiges. Das war eine gute Idee. Und das auch, wenn es um Naturwissenschaft geht, wunderbar. Aber sobald etwas mit Geopolitik zu tun, werden Leute kontaminiert und indem man Dinge über sie behauptet und alle anderen, die das korrigieren wollen, werden rausgeschmissen, werden weggeblockt. Das ist leider der Fall. Das hat man ja gesehen. Das hat natürlich damit zu tun, erstens, dass ein Netzwerk, was Macht entwickelt, auch Leute anzieht, die gerne Macht ausüben wollen. Wie sicher kann man sein, dass bei Human Connection sich mit dem Erfolg so etwas Ähnliches passiert? Als allererstes ist es ja so, dass durch die Open-Source-Programmierung würde ich mit meinem Kopf irgendwo komisch dagegen knallen und auf einmal zum Diktator werden. Dann können die Leute auch ihr eigenes Netzwerk aufziehen. Weil sie einfach der Code liegt ja da. Wenn ich das richtig verstanden habe, man schützt sich selbst davor, von Macht kontaminiert zu werden. Da ist ja niemand vor sicher. Indem man einfach sagt, das ist Open Source und wenn ich anfange durchzudrehen, dann kopieren die das einfach, das dürfen sie und sagen, okay, derjenige hat sich zum Diktator entwickelt, die Idee von früher bleibt trotzdem eine gute. Damit schützt man sich quasi selber. Ich würde gerne eigentlich auch irgendwie so eine Art Beirat oder irgendwas haben, dass ich überwacht werde. Ich fühle mich wohler, wenn ich von meinen Freunden überwacht werde, wenn ich nicht überwacht werde, ganz ehrlich. Also diese Verantwortung auch teilen. Und auf jeden Fall. Also ich kann die Verantwortung alleine nicht tragen. Das ist, sind wir mal ehrlich, das ist ein Riesending. Das kann eine Person alleine nicht tragen. Und ich habe auch gar keine Lust drauf, dass sollte das Ding funktionieren, dass dann jeder weiß, da müssen wir ja nur bei dem mit seiner Tür anklopfen. Kommen wir mal zur praktischen Seite. Sie sind kein Programmierer, Herr Haag. Sie haben also in den letzten Wochen und Monaten und ich glaube sogar Jahren unterschiedliche Menschen beschäftigt, die Sie bezahlt haben. Das kostet sehr viel Geld. Ich glaube, Sie haben über 300.000 €, wenn man es umrechnet, bereits investiert an Gehältern und so weiter. Und irgendwann ist einfach Schicht, kann Dennis Haag privat das nicht mehr leisten. So, und wir wollen aber das Projekt quasi crowdfinanziert weitermachen. Und an den Start bringen, weil steckt sehr viel Arbeit drin und ich glaube, dass wir auch dafür begeistern können. Können Sie mir erklären, wann haben Sie konkret damit angefangen, sagen, ich muss jetzt mal was herstellen, was mich zeigen kann, was im Netz da ist? Wie lange haben Sie daran getüftelt? Weil ich habe mir das ja schon angeguckt, es ist ganz schön komplex.
Es ist zwar übersichtlich auch mit den verschiedenen Bereichen, die es gibt, können Sie gleich mal nennen, da gibt es so eine Grundsortierung, aber wenn man dann in die Tiefe steigt, also da muss man an unglaublich viele Dinge denken und es ist ja noch nicht zu Ende gedacht. Wie ging das los, dass Sie gesagt haben, ich mache jetzt das mal? Also ganz zu Beginn war eigentlich die Idee, da ich aus dem Sport komme und da immer gesehen habe, da sind die alle friedlich miteinander, darzustellen auf einer Art Petitionsseite, die aber nicht irgendwie rechtlich was erzwingen soll, aber einfach darzustellen, dass die Leute noch an das Gute glauben, dass sie zusammenstehen, dass sie von Kriegen nicht viel halten und dass sie eine Zukunft haben wollen, auch für ihre Kinder. Ja. Und das wollte ich eigentlich darstellen und in meinem ersten Konzept war so ein kleiner Abschnitt drin, noch so eine Art Forum und Weltverbesserer-Netzwerk und bla 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 bla. Da war mir noch gar nicht bewusst, dass ich eigentlich ein soziales Medium dann entwickle. Und ich habe dann einfach aus den Bedürfnissen heraus, aus den Notwendigkeiten, als ich immer mehr verstanden habe, was eigentlich da passiert ist, ging die Entwicklung immer weiter. Sie waren auch als Blogger dann lange aktiv und haben dort sehr viel Erfahrung gemacht. Genau, ich bin seit 2 Jahren aktiver Blogger, momentan weniger wegen der Arbeit, aber habe da sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können. Letzten Endes ist es ja so, man muss eine Architektur machen, die rund ist. Das heißt, das Ding muss einfach, egal was man da an Funktionen oder sonst irgendwas einbaut, das Ding muss nachher am Ende rund laufen und muss logisch sein. Es muss sich selbst erklären. Genau. Das, was Apple mit dem iPhone geschafft hat, es gibt dazu ja keine Bedienungsanleitung, aber es ist intuitiv, international, ob ich jetzt Koreaner bin oder Baden-Württemberger, ich verstehe das Gerät, indem ich es bediene, erklärt es sich. Ja. Das ist die Leistung. Es ist ganz einfach, aber bis man dazu kommt, sich da Gedanken zu machen. Also wie ganz einfach ist. Ich habe hunderte Blätter mit verschiedenen, wo es um die Themen geht, wo es um verschiedene Strukturen ging. Also man kann ja auf verschiedenste Wege nach Rom kommen und habe aber einfach versucht, ein möglichst einfache User-Interface zu gestalten, was mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Würden Sie sagen, das ist so ähnlich wie ein Schauspieler, der eine Figur entwickelt, indem er sie anfängt zu leben? So kenne ich es von De Niro, der sich dann immer mehr auch mit dem Umfeld der Figur beschäftigt, ohne den Text gleich gelernt zu haben. Wie ist der, um das zu sein, der ist dann in der Rolle. Ist das so wie so ein Baby, dass es ein Eigenleben entwickeln muss, dass man an diesem Netzwerk arbeitet, dass man anfängt, so wie die Person zu entwickeln? Ist das so? Dass was Eigenes ist, wenn man sich mit Human Connection beschäftigt, als Kreierender, dass man plötzlich merkt, es hat eine eigene Welt? Also so wie Star Wars heute eine Welt ist, auf die man zugreifen kann, die man kennt. Das hat ja jemand gemacht. Mit den Figuren und den Charakteren und die Geschichten. Das ist ja entstanden, Eigentümer. Muss man sich das so vorstellen, da passiert dann plötzlich was? Das kann ich so gar nicht richtig beschreiben. Ich bin einfach nur die ganze Zeit gedanklich dabei, wie funktioniert diese Welt? Wie kann ich das in ein Netzwerk irgendwie reinmachen? Einfach, damit die Leute verstehen. Und es ist, man kommt da schon in eine eigene Welt rein, weil man eigentlich fast an nichts anderes mehr denkt, um dieses Ding zum Laufen zu bringen. Ja, können Sie mal beschreiben, es gibt ja eine grobe Vorsortierung, was die Themen angeht. Genau. Ja? Also das heißt, dass man nicht so, wie man es bei anderen Netzwerken, dass man reinstolpert und da wird man mit etwas konfrontiert, sondern hier kann man selbst bestimmen, was man zum Beispiel heute nur sehen möchte. Genau. Was sind das für Bereiche? Was kann man an Buttons aus- und auch einschalten? Ja, also Human Connection hat einen riesigen Filter und man kann da zwischen 15 Themen schon mal filtern. Also muss ich das so vorstellen, dass man so die Übersicht eines Nachrichtenmagazins wie beim Spiegel Online jetzt oder andere Nachrichtenmagazine hat, wo ich einfach bestimmte Themen vorgegeben habe. Ja. Die fokussieren sich auf eine bessere Welt. Also da sind auch so Sachen drin wie Nachhaltigkeit und Konsum, Gesellschaft, Menschenrechte, Gerechtigkeit, IT, Datensicherheit, also lauter Themen, die uns eigentlich heute betreffen. Umweltschutz, Tierschutz, Gesundheit und Wohlbefinden, Finanzen und Industrie, Politik und Demokratie. Ja, okay. All diese Themen, also alles, was uns heute betrifft. Da haben wir auch ziemlich lange rumgetüftelt, bis wir dann mal so diese Themen hatten, wo wir gesagt haben, das deckt jetzt eigentlich alles ab. Also man muss ja jeden Beitrag dazuordnen können. Ich kann mir das richtig vorstellen. Wie decke ich rein durch Oberthemen die Welt ab? Wenn man darüber sich Gedanken hat, das ist aber, wie decke ich die Welt ab? Das muss ja passen. Ja, ich verstehe. Okay, so ging das los. Heute haben wir 15 dieser Buttons. 15. Wir haben 15 Themen, unter denen man filtern kann. Also komme ich nach Hause, er hat einen schlechten Tag, filtere ich vielleicht nur nach Happiness, also Glück und Werte, oder Gesundheit und Wohlbefinden. Oder es kommt ganz auf die Interessen drauf an. Also ich kann mir alles filtern in diesen Themenbereichen. Ich kann mir auch alles nach den Tools filtern. Also will ich Pro-Kontra-Diskussionen, möchte ich Bestlisten, Projekte, Organisationen. Ich habe die volle Freiheit und ich kann sogar mir nach der Stimmung filtern. Das heißt, ich kann aus dem ganzen Sammelsurium mich fokussieren und mich nicht zu verlieren. Heute das.
Ja, Freiheit. Ja, die Freiheit zu sagen, zu haben, was will ich sehen? Ja, welche Themen interessieren mich? Also im Grunde ist das, was wir auch immer fordern, dass wir sagen, wir brauchen einen Medienunterricht an den Schulen, dass man sich nicht verliert. Da ist ja eine Schule hat ja auch ein Lehrer unterrichtet ein Fach, es ist eine Verlässlichkeit und da wird nicht dauernd getauscht, was Daniele Ganser mal gesagt hat, dass alle 2 Minuten ein neuer Lehrer reinkommt. Dann haben wir am Ende den Schulstoff zwar schon durch, aber man versteht es nicht mehr. Ja. Also beim Spiegel und bei Facebook ist es ja nicht so. Man wird ja konfrontiert mit dem und vielleicht hat man das Glück, die Stärke zu sagen, ich bleibe jetzt nur bei dem Beitrag, da steht dann meistens unter jemand, der das gelesen hat auch das, wenn man das aufbringt. Aber hier ist ja viel stärker nach dem Motto, dass man vorher sagen kann, okay, ich interessiere mich dafür und ich möchte dazu konkret mal zu einem Ziel auch wirklich kommen. Genau, also so vor allem auch Zeit sparen. Ne? Ja. Bei Facebook muss ich das lesen, was ich bekomme, wenn ich die Newsseite runterscroll. Ja. Und bei Human Connection suche ich mir einfach raus, was mich jetzt interessiert und was ich denn eigentlich wissen will. Ja, wir sollen ja eigentlich gar nicht vor Computer und so viel rumhängen. Wir sollen ja eigentlich die Zeit draußen verbringen mit unserer Familie, im Garten, sonst irgendwo. Also eine Anregung sehen, eine Möglichkeit und sagen, jetzt gute Idee, ich habe auch Gleichgesinnte gefunden zu dem und dem Ding, das mache ich jetzt und dann raus. Genau. Ja. Wie lange hat das gedauert, so eine Grundstruktur zu bekommen, wie wir sie heute sehen können? Weil ich finde es sehr übersichtlich. Aber damit es so einfach aussieht, also ich kenne es selber. 4 Jahre. 4 Jahre, okay. Also im Kämmerlein angefangen zu arbeiten. Wir haben letztes Jahr im November, Dezember haben wir die Themen erstmal festgemacht. Ja, da gab es zwar schon, weiß Gott, wie viele Ausarbeitungen, weiß der Henker, aber so wirklich das Ding festzumachen, hat man dann eigentlich alles letztes Jahr im November, Dezember angefangen. Es gibt mehrere Sprachen. Ja. Wie viele sind es im Moment? Französisch, Englisch und Deutsch. Aber die Idee ist ja, dass man alle großen Weltsprachen aufnimmt, dass man es... Genau. Also es eine internationale Connection ist, eine Human Connection eben ist, ja. Richtig, genau. Wo man nicht ausgeschlossen ist, weil die Sprache nicht abgedeckt ist. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme dann zu Eurotrump, dann der Chef ist im Büro, der macht dann was ganz anderes. Ja, ist das so? Die bauen die Trampoline und ab und zu, die machen was ganz anderes. Ja, ich habe das Büro nicht direkt bei Eurotrump. Ja. Also man muss das auch ganz klar trennen, weil sonst kommen alle durcheinander. Ja. Es ist in einer Wohnung, ist ein kleines Büro drin mit einem Serverraum, ein paar Arbeitsplätze und da haben wir bisher gearbeitet. Wie wurde das denn von den Mitarbeitern gutiert, dass der Chef sehr, sehr viel Zeit da investiert? Hin und wieder machen sie sich schon ein bisschen Sorgen, weil sie halt ein bisschen Angst haben, so was macht er da und hat er noch Zeit, sich um die Firma zu kümmern? Hat er noch Zeit, sich um die Firma zu kümmern? Ja, die Firma läuft zum Glück sehr gut. Ich habe sehr viele Ideen und setze die auch gerne um und das auch meine Mitarbeiter machen. Das heißt, Sie sind schon noch auf Messen und gucken sich das an und machen die klassische Eurotramp-Job, den machen Sie trotzdem immer noch? Ja, ich bin immer wieder auf Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Messen weniger, Verkauf auch gar nicht mehr. Ja. Aber ich bin einfach in der Firma immer wieder präsent, gerade wo es auch um die Technik geht. Ich schaue mir einfach Sachen an und wenn ich eine Idee habe oder sowas, dann bringe ich das einfach mit ein. Aber verstehen die Leute, dass das Produkt, was sie herstellen, wo es ja um Sport und Fair Play geht, das ist ja immer ganz wichtig, dass das mit dem, was sie außerhalb tun, dass es im Grunde viel zu tun hat? Ich glaube noch nicht so ganz. Also die meisten Leute leben ja, wir haben ja in Weilheim, Sie haben ja vorher selber gesagt, das ist so eine kleine beschützte Welt. Ja. Ja, die haben noch nicht so das Denken. Für die ist einfach alles in Ordnung. Ja, die wollen nicht so viel über die Welt nachdenken. Oder haben vielleicht Angst, weil sie es nicht handeln können. Ja, natürlich. Die wollen sie aber auch mitnehmen. Das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen anregen, Leute, die sich auch in eine heile Welt geflüchtet haben. Ich habe da übrigens absolut Verständnis dafür. Wenn man das nicht, jeder, der sich intensiv mit Geopolitik oder so beschäftigt. Mit den Wahrheiten da. Mir ging es ja auch so. Ich hatte dann zu Hause, oder habe es ja immer noch Politikverbot, dass die Frau irgendwann gesagt hat dazu, das kann nicht sein, dass die Kinder von der Schule nach Hause geschickt werden, wenn sie schon wieder über die NATO reden. Wir müssen das jetzt mal anders machen. Ich verstehe das absolut. Ich verstehe aber auch die Sucht und den Sog und wo man hineingezogen wird, weil man sagt, einer muss es tun. Die Welt war aber immer schon so merkwürdig. Nur inzwischen, glaube ich, leben wir halt einer, die wir kippen, wenn wir nicht lernen, als Spezies zu denken. Wann ist Ihnen das aufgegangen, dass Sie zu einer Generation gehören, wo man sagen kann, ihr seid die Letzten, die noch die Möglichkeit haben, das rumzureißen, weil es kommt auch der Punkt, wo das Ding kippt. Weil es kommt 6, 7, 8 Jahre, da habe ich gemerkt, so okay, es könnte ungemütlich werden in Zukunft. Das ist schon länger her, aber ich kann mich nicht genau dran erinnern. Lässt einen das los? Kann man auch unbeschwert mal Urlaub machen oder einfach mal ein Fußballspiel angucken vom VfB Stuttgart oder geht das nicht mehr? Eine Zeit lang konnte ich es nicht mehr, gar nicht mehr. Mittlerweile kann ich es wieder. Also mir wirklich die Zeit für mich auch selber nehmen, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist. Ich habe ja bei Human Connection irgendwo ein Ventil auch gefunden. Ja, dass ich all das, was mir im Kopf rumgeht, über die Dinge, die ich mir Gedanken mache, dass ich das irgendwo
in einer Art und Weise umsetzen kann, dass es jemand anderem was bringt. Lassen Sie uns mal zu diesem Board kommen, was ich im Kopf habe, wo es ganz viele Knöpfe gibt, die ich aber auch alle anlassen kann. Ich gehe auf Human Connection und da taucht dann ein Interface auf, was für alle gleich aussieht? Oder erinnert es sich an das, wie ich vorher drauf war, dass es mir schon was gibt? Wie ist es? Erstmal ist alles an. Ja. Und dann kann man sich das so einstellen, wie man möchte. Man kann den Algorithmus, der ganz normale Standardalgorithmus natürlich wählen, der einem dann einen verschiedenen Mix gibt aus verschiedenen Neuigkeiten. Aber es ist erstmal für alle gleich. Für die Leute, die noch nicht angemeldet sind bei Human Connection, haben wir uns überlegt, dass die nur positive Beiträge sehen. Okay, alles klar. Okay. Das heißt, Sie haben ein ganz starkes ist psychologisches Moment, nicht schon wieder wir zeigen dir mal die komplette Scheiße auf einer Homepage. Das eben nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Wir gehen ja mit Menschen um. Ja. Und die Menschen haben alle Gefühle. Und wie ich auch schon gesagt habe, wenn man runterscrollt heutzutage in einem Social Media, dann kriegt man immer wieder ein Brett vom Kopf. Und man muss die Leute man muss mit ihnen einfach auf die eingehen und da abholen, wo sie stehen. Und es funktioniert nicht, indem man denen die schlimmsten Dinge zeigt, sondern erstmal, was ist ein Schönes da? Ja, die werden sich schon drum kümmern. Ja. Und was ist denn da los? Woran liegt denn das? Ja, das werden die schon noch nachschauen. Aber um die Leute einzuladen, haben wir gesagt, dann machen wir erstmal positive Beiträge. Ja. Dann werden wir das sicherlich mehr Leute dazu bekommen, dann mal näher hinzuschauen. Waren Sie immer schon so jemand, ich merke da eine sehr hohe soziale Intelligenz und der auch hat das mit der Firma zu tun, dass man Menschen beobachtet, mit Menschen, dass man Menschenführung trainiert? Kann man das oder lernt man das als junger Unternehmer? Man lernt erstmal von seinen Eltern, ne? Und auch von seinem Großvater. Mein Großvater war jemand, der in einer sehr schlimmen Zeit aufgewachsen ist und mit dem ich auch zu kämpfen hatte. Ja. Sie sind Entscheidungskind, wenn ich richtig... Entscheidungskind, richtig. Das heißt, Sie wissen auch, wie es bedeutet, wenn du etwas auseinanderfliegt, die Unsicherheit, die entsteht. Genau. Ist das auch eine Sehnsucht, zu sagen, ich möchte zeigen, dass man auch, wenn man vielleicht mehr kooperiert, wie man eine Welt stabiler halten kann? Steckt das damit drin, dass man darunter gelitten hat? Ja, natürlich. Ja? Also das war ein sehr unangenehmes Gefühl. Die Kinder mögen das nicht. Ich bin voller Teamplayer. Ich könnte diese Firma gar nicht alleine leiten. Ja, mein Großvater hat es aus der Garage aufgebaut. Der hat in den 70er, 80er, 90er Jahren noch jede Schraube gekannt. Ja, das war alles noch übersichtlich. Ja. Heute haben wir ja von Schweißroboter und Nähmaschinen und alles Mögliche. Das kann kein Mensch mehr überschauen. Ja. Würde ich also in einem Denken leben, dass ich sage, nee, ich will alles selber machen, ich möchte über alles selber die Kontrolle haben, dann hätte ich da komplett verloren. Ne, das funktioniert also gar nicht. Und man kann auch ein heutiges Unternehmen gar nicht mehr so führen, wie es mal geführt wurde, wie man das früher gemacht hat. Ein Unternehmen kann nur überleben, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn die Mitarbeiter auch Verantwortung übertragen bekommen, wenn man die Potenziale fördert von den Mitarbeitern, Perspektiven gibt und auch einfach fair bleibt. Ich könnte das Unternehmen nicht leiten, wenn wir so nicht arbeiten würden. Wir wären wahrscheinlich schon längst pleite. Weil das sind andere Firmen da, die greifen sich sehr gerne Mitarbeiter ab und die bieten alle möglichen Beträge, die ich als Unternehmer meinen Leuten nicht zahlen kann. Ja? Also ich muss ja mit irgendwas überzeugen. Warum bleiben sie hier? Weil sie glücklich sind und nicht, weil sie vielleicht irgendwo anders mehr Geld kriegen. Da wäre die Firma wahrscheinlich schon leer. Was ist bei einer solchen Firma und auch einem solchen Netzwerk, beides hat miteinander zu tun, nur dass das Netzwerk 3D ist, aber in der Firma, da kann man das ja live testen. Also wie man ankommt, was man tut, was man nicht tut oder wenn man welche Folgenunterlassung hat. Also wenn man sich für einen Mitarbeiter menschlich überhaupt nicht interessiert, sondern er kriegt doch seinen Barscheck, was soll er denn? Dann hat das trotzdem Folgen. Obwohl ich habe dir eigentlich nichts getan. Ich habe dich bezahlt, mehr muss ich nicht tun. Ja. Wenn ich aber ein offenes Ohr habe und weiß genau auch, er hat vielleicht gerade zu Hause Probleme oder irgendwie die Tochter ist gefallen und deswegen ist er nicht bei der Sache und da ist deswegen vielleicht was passiert. Wenn ich dafür ein Ohr entwickle, das kommt ja zurück, das merke ich. Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie in Ihrer Firma Erfahrung sammeln können, die praktische Erfahrung sammeln können, die wesentlich sind und elementar sind, um dieses Netzwerk auch aufzubauen, weil Sie kopieren ja letztendlich dann Natur. Und da macht man sich darüber gar nicht so Gedanken, sondern man legt einfach los. Nee, ich denke jetzt eigentlich gerade so ein bisschen an die andere Seite. Wenn man irgendwie was Gutes tun will oder wenn man in eine gute Richtung gehen will, muss man erstmal schauen, was ist eigentlich mit der Negativen los. Also man ist im Leben, ich denke, geht vieles auch um Verzeihen. Ja. Also ich habe viel verzeihen müssen, habe ich auch gemacht. Ich habe mit meinem Vater nach 15 Jahren wieder einen Kontakt aufgenommen. Ja. Ich musste meinem Großvater auch, er hat eine schwere Zeit gehabt, hat aber auch Dinge einfach mit weitergegeben. War der autoritär? Dinge. Extremst, ja. Ja. Also du musst die Firma so führen, das haben wir immer schon so gemacht. Ist das, muss ich das so vorstellen? Ja, nicht ganz so. Es würde vielleicht den Rahmen jetzt hier sprengen. Ja.
Aber ich sag mal, unter einem Großvater aufgewachsen, der halt eine sehr schwere Zeit erlebt hat, dadurch auch wenig Liebe erfahren hat und er sich schwer getan hat, ich sag mal, Liebe weiterzugeben, aus der Zeit einfach heraus. Ja, ich denke aber, es ist wichtig, ich denke für alle im Leben, das Verzeihen ist sehr wichtig. Man muss verstehen, was ist hinter diesen Seelen. Was ist hinter einem George Bush? Was ist hinter all diesen Menschen? Wenn ich die hasse, wenn ich die ganze Zeit nur, die muss man weg oder sonst irgendwas, dann komme ich da nicht am Ziel an. Das heißt, ich muss eigentlich das Wesen dieser Menschen verstehen, damit ich denen verzeihen kann. Das heißt nicht, dass ich dann sage, nee, die dürfen jetzt alles machen, was sie wollen. Aber ich muss sie verstehen und ich muss verzeihen, weil sonst führe ich quasi einen Krieg fort, den ja andere angefangen haben und sonst nimmt es ja nie ein Ende. Ich denke, da bindet man praktisch Energien und man sollte eigentlich, ich sage mal ganz bösartig, kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen, aber dass man sagt, okay, so möchte ich nicht werden, sondern wie kann ich verhindern, dass zukünftige Generationen so werden, also seine Energie dahin konzentrieren, sagen wir so, George Bush, was der so gemacht hat, der ist ja auch so nicht vom Himmel gefallen, der ist ja so geworden. Ich möchte, dass zukünftige Generationen das erspart bleibt, so zu werden. Ist das auch ein Antrieb, Human Connection? Da geht es vor allem darum, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir nicht in Abgründe geraten. Ist auch die Idee dahinter. Natürlich. Und die Menschen, die freuen sich ja auch, was Gutes zu tun. Die Menschen an sich. Und der Mensch ist erstmal ein Geschöpf, das gerne Gutes tut und auch glücklich dabei ist. Aber wir alle, wir können es entweder zeitlich nicht oder haben nicht das Geld dazu oder sonst irgendwas. Verlieren uns. Wir verlieren uns, aber eigentlich sind wir ich glaube, wie gesagt, das Potenzial, das auf der Erde schlummert, das ist das Potenzial 3-mal da, um die Erde zu retten. Vielleicht auch 10-mal, wahrscheinlich noch viel mehr. Vieles wäre relativ einfach, wenn nicht dieses System so extrem verwurzelt in alle Lebensbereiche wäre. Und da muss man dann halt nicht sagen, okay, ich reiße das mit einem Hebel rum, sondern ich kann sowas nur schrittweise verändern. Und eigentlich bei mir selber anfangen, in meinem Konsum, in meiner Haltung, in meinem Denken, wen wähle ich oder wen wähle ich nicht? Oder welches Produkt wähle ich aus? Welche Firma möchte ich unterstützen? Und auch was möchte ich glauben und denken? Würden Sie sagen, dass Human Connection auch so etwas ist, das ist ein Tool, da geht es zwar auch darum, sich schlau zu machen, was auf der Erde passiert, aber letztendlich auch ein Bewusstseinswecker nach dem Motto, ey, was ist denn das alles hier? Ist das auch sowas? Ich glaube ich habe in der Entwicklung festgestellt, auch mit meinen Mitarbeitern, wenn man jetzt ein Trampolin herstellt, dann stellt man ein Produkt her. Bei Human Connection trifft man eigentlich sich selber wieder. Weil alles darum geht, die Welt ein Stück auch besser zu machen. Und da fängt man viel auch darüber nachzudenken, so, hey, was ist eigentlich los und wie ist es eigentlich fängt? Also ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, aber man trifft sich eigentlich selbst bei Human Connection am Ende wieder. Das heißt, man hat nicht diesen Druck zu leisten, was ein Profil, was abgefordert wird, sondern man kann einfach sein und kann einfach wirken und kann zeigen, dass man das drauf hat, dass man was Gutes tun will. Man kann da sehr selbstlos letztendlich sich bemühen. Man kann sagen, dass man eben sehr sozial tickt und man kann sich einbringen. Also was man im weitesten Sinne unter ehrenamtlich abbucht, kann man dort aber mehr in die Tiefe gehen. Wissenschaft Bewusstsein und das Bewusstsein bringt dann in die Aktion. Und es gibt aber ja auch den Bereich, wo man sagen kann, ich möchte erstmal mich privat mit jemandem unterhalten, also Datensicherheit sage ich jetzt mal. Wie ist es gibt es einen privaten Bereich? Gibt es einen öffentlichen Bereich? Den kennen wir, aber gibt es einen privaten Bereich? Es gibt einen privaten Bereich, ganz normal, wie man den auch aus anderen sozialen Medien kennt, wo man dann untereinander chatten kann, Nachrichten und so weiter. Alles natürlich verschlüsselt, soweit es möglich ist. Ich weiß nicht, ob die NSA schon Quantenrechner hat, mit dem die alles knacken, was sie knacken wollen, aber irgendwann ist es soweit. Sie arbeiten dran. Aber ich denke, es geht gar nicht unbedingt darum, die Informationen, die schon im Internet vorhanden sind ja eigentlich keine Geheimsachen. Da geht es nicht darum, dass man jetzt bei Human Connection möglichst viel geheime Dinge ausspricht, sondern es geht eigentlich darum, dass das, was schon an Wissen vorhanden ist, dass man das einfach zusammenfügt. Also kanalisiert, bündelt und die Energie in eine Aktion. Miteinander vernetzt. Also alles Vorhandene soll miteinander vernetzt werden. Das ist ja praktisch wie eine universelle Maschine, mit der man arbeiten kann, weil das sind Milliarden Menschen an. Es ist ein Portal für ein besseres Leben. Das heißt, alles, was ich investieren muss, ist Zeit. Genau. Indem ich darauf einlasse. Noch ist Human Connections in der Beta-Phase, wie es schön heißt. Also es ist noch nicht 100% rund und fertig. Was fehlt denn noch?
Wir sind momentan dabei, den Mainframe fertig zu kopieren, das heißt das Grundgerüst zu programmieren und das erste Tool. Ja. Sobald wir das fertig haben, können wir das auf GitHub setzen. GitHub ist eine Open-Source-Programmierer-Plattform, wo man quasi den Code downloaden kann den modifizieren, verbessern und da quasi mitarbeiten. Und wir suchen jetzt quasi Leute, wir werden den Source-Code demnächst öffentlich stellen und suchen dann einfach Leute, die mithelfen, das Portal mit uns zu entwickeln. Das heißt, die Grundidee ist da, mehr als die Konstruktionszeichnung auf jeden Fall, aber jetzt müssen Prototypen entwickelt werden, wo man eben sieht, das fehlt noch, das muss noch gemacht werden. Genau. Warum hast du sie einfach alleine? Jetzt haben sie schon 4 Jahre reingesteckt. Ich mache sie alleine, aber alleine ist halt kaum machbar. Also das dauert zu lang. Ich arbeite so extrem an diesem Projekt und ich möchte auch mal wieder zu einem Leben zurückkommen. Das heißt, sie brauchen ein größeres Team. Ja, das, was wir da machen, ist Arbeit für 10 oder Arbeit für 20 und nicht Arbeit für 4. Okay, was ist denn auch das Ziel dieses Interviews, außer dass das Portal durch irgendwann an den Start gehen soll und irgendwann wird es so selbstverständlich sein, wie wir heute kurz mal googeln. Das ist ja auch so ein... Was ist denn das, was wünschen, was brauchen Sie denn? Wir können ja Öffentlichkeit schaffen. Was fehlt jetzt im Moment bei Human Connection um das Projekt, dass wir alle das benutzen können? Ja. Kommt ja allen, die es benutzt, kommt es ja zugute. Aber was fehlt? Ist der Zündschlüssel, fehlt der oder fehlen noch die Räder? Oder? Sozusagen, also es fehlen noch Räder, Außenspiegel und so weiter. Es muss noch vieles gemacht werden. Wir sind, wie gesagt, auf der Suche nach Beta oder nach Programmierern, die uns auch helfen. Also Sie suchen konkret Programmierer? Das Portal, konkret Programmierer. Wir suchen aber auch Übersetzer. Es gibt auf der Webseite ein Formular, wo man sich eintragen kann, wenn man was machen will. Also gibt es die unterschiedlichsten Sachen und wir gehen dann auf die Leute zu. Und treten mit denen in Kontakt, wenn es dann soweit ist. Also wir machen alles schrittweise. Ich bin kein Programmierer, vielleicht auch gut so. Mache aber trotzdem Programm. Aber was für Programmierer werden da denn gefordert? Also was muss man drauf haben? PHP. Okay, also jemand, der das wirklich kann halt. Ja. Genau. Und warum sollte der da mitmachen? Im eigenen Interesse vielleicht. Okay. Es geht ja um die Zukunft. Also dieses Portal soll ja, ich sag mal, ein besseres Leben jedem eigentlich dann am Ende ermöglichen. Und von daher ist jeder angehalten, da mitzumachen. Also Sie haben ja schon eine Reihe von Leuten mal beschäftigt und irgendwann haben Sie aufgehört, die zu beschäftigen. Es hatte ökonomische Gründe. Ja. Weil die waren so stark involviert, die konnten nichts anderes mehr tun, aber irgendwann geht auch dem erfolgreichsten Unternehmer das Geld aus, um eine Armada von Leuten zu finanzieren. Genau, Was würde denn passieren, wenn Sie jetzt die Leute nicht finden oder Sie hätten ja auch hinschmeißen können? Was würde denn passieren mit der Arbeit? Wäre die umsonst gewesen? Nee, ich denke nicht. Also ich kann meinen Programmierer, den kann ich bezahlen. Ja. Ob das dann bis März, Februar, April, August oder sonst irgendwas dauert, ich weiß es nicht, aber wir machen einfach weiter, bis wir es fertig haben. Es wäre natürlich schön, wenn sich mehr Leute anschließen, weil alleine, wie gesagt, mit den ganzen Kosten ist natürlich schon heftig. Jetzt könnte man sagen, ach, Herr Hack, machen Sie doch Folgendes, gehen Sie zur Konkurrenz? Weil da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch Leute, wenn sie sich alle so schön einbringen, kann man auch sagen, die Information nehme ich und kann sie vermarkten. Und verkaufen das Ganze an Facebook oder versuchen an die Börse zu gehen, wäre sicherlich auch kein Problem. Sie können sagen, ich habe ein erfolgreiches Trampolinfirma, ich weiß, wie man haushaltet und dann pitchen sie das Ganze und dann kriegen sie das Geld und dann verkaufen sie das und dann werden sie schön reich und alles ist super. Und dann gibt es eine Konkurrenz, die heißt dann eben Human Connection, aber dahinter steckt letztendlich dann vielleicht ein chinesisches Facebook oder so. Warum machen sie nicht das? Die Leute, die das Interview sehen, die sollen mir lynchen, wenn ich das tun würde. Ja, also aber gab es mal sowas, dass Sie sagen, bevor es gar nicht geht, verkaufe ich es an jemanden, damit wenigstens die Hälfte am Markt ankommt? Oder kommt das gar nicht in Frage? Das ist ja kein Produkt, mit dem man Geld verdienen kann. Ja, man könnte das schon, wenn man das wollte. Könnte man Werbung schalten, die Daten abgreifen. Natürlich, aber darum geht es ja nicht, dann hätte ich ja in meiner Firma bleiben können. Ja. Also mir persönlich ging es da nicht ums Geld verdienen. Ich wollte da einfach was Gutes tun, uneigennützig und dann nicht irgendwie mit Hintergedanken dann stehen, damit könnte man irgendwie Geld verdienen. Darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja das Problem. Ja. Ich will ja nicht mehr in dieser Front kämpfen, an der ich jetzt momentan kämpfe. Ja, ich habe ein Problem mittlerweile als Unternehmer in diesem System einfach mitzuschwimmen. Und das will ich nicht mehr. Ich bin zwar bereit zu kämpfen, aber an welcher Front? Ja. Wie will ich meine Zeit? Ja, mit meine Zeit und mein Ziel, wie will ich meine Zeit verbringen? Und ich will meine Zeit nicht nur damit verbringen, irgendwie Kontoauszüge zu lesen oder sonst irgendwas, sondern ich will halt noch was anderes tun. Was denken Sie denn, wie lange bleibt uns denn noch, Herr Hack? Wie lange können wir denn noch gucken, dass wer dafür zusteht? Weil Sie sind jetzt ja, also ich sehe das ja sehr oft, die innovativen Ideen, Ihr Großvater ist auch ein Beispiel, sind in den Garagen geboren worden. Da war nicht eine große Maschinenfabrik, die dann ein Trampolin erfunden hat. Es war nicht eine riesen Computerfirma, die Steve Jobs auf den Weg geschickt hat. Das sind immer Lötprojekte in der Garage, wo alle sagen, das wird eh nix. So,
Sie sind ja auch wieder genau so ein Macher, der das einfach macht, sich für zuständig erklärt und das eben tut mit einem etwas, wo man sagt, weißt du, was daraus geworden ist. Das sehe ich schon, dass das funktionieren kann. Welches Motiv sollte denn jemand haben, um bei Ihnen mit einzusteigen? Was benötigen Sie? Kann das auch jemand sein, der kein Programmierer ist? In der jetzigen Phase kann man auch anders helfen? Auf jeden Fall. Also ich frage auch gerne immer ich habe einen Skype-Kanal eingerichtet, jetzt die letzten Wochen, und habe da so alle Leute reingesammelt, die ich kenne und wo ich weiß, die haben dann Interesse dran. Da schmeiße ich zum Beispiel immer wieder Fragen rein, so hey, wie findet ihr das? Oder schau dich mal den Trailer an. Wir sind ja gerade dabei, einen Comic-Film zu machen, um Human Connection nochmal zu erklären. Und ich gehe einfach mit den Leuten direkt in die Kommunikation. Also ich bin froh, wenn mir Leute Fragen stellen. Ich bin froh, wenn sie darüber nachdenken, über das Netzwerk und sagen, hey, ich habe da das gesehen. Bist du sicher, dass dies und das, oder was passiert denn jetzt, wenn ich das drücke? Oder warum ist denn das nicht drin? Ja. Ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss, mit Sicherheit nicht. Ja. Ich glaube aber, dass wenn viele Leute an so einem Netzwerk arbeiten, ich habe die Offenheit einfach dazu, weil es soll ja den Menschen dienen. Ja. Alles, was den Menschen dient, wenn es fertig ist, wird's jetzt schon, ist es verschenkt. Wir schenken uns das gegenseitig. Das ist die Idee dahinter. Sozusagen. Es gibt da keinen Boss, der sagt so, sondern es gibt Regeln. Ja. Klar, die sind aber für alle transparent und allen dieselben, ganz wichtig. Genau. Aber am Ende geht es an alle raus. Also es ist absolut gemeinnützig für alle, die sich daran beteiligen wollen. Ja, also die Organisation ist als gemeinnützig anerkannt. Ja. Es ist momentan eine gemeinnützige GmbH. Ja. Das heißt, ich selber bin der Geschäftsführer. Es gibt quasi noch keinen Vorstand oder sowas, wie man das in einem Verein hat. Ja. Wir sind dann noch im Tüfteln. Also mein Steuerberater rät mir seit 4 Jahren davon ab, das Ding in einen Verein umzumünzen. Ja. Jetzt hat sich ein Anwalt mit eingeklinkt, der auch sagt, hey, ich finde das Projekt super und ich helfe da ein bisschen. Der hat mir das Gleiche gesagt. Ja. Und ich habe mir da eigentlich erhofft vor 2 Wochen, dass man irgendwie einen Weg finden kann, einen Verein auf die Beine zu stellen, der nicht so schnell manipulierbar ist. Ja. Aber mir rät jeder davon ab und sagt, hey, vergiss es, in 5 Jahren werden die dieses Ding kaputt machen. Ja. Und also das, was wir bei den Piraten, sage ich mal, erlebt haben. Eine gute Idee wird unterwandert, sobald es zur Macht kommt, und dann wird was ganz anderes draus. Ja, das Open Source schützt in gewisser Hinsicht mich schon eigentlich davor. Sobald der Code online ist, kann man, wie gesagt, das Ganze auch weiterentwickeln. Und sollte irgendwas sein, können Leute sagen, gut, wir machen das jetzt halt selber. Ne? Herr Hack, dass Sie bereits beobachtet werden und dass die Idee, die Sie haben, dass die, ohne dass Sie vielleicht wissen, zu etwas führt, was ich mal als die komplette Freiheit oder die Unabhängigkeit von Macht und die Ausblendfunktion, die wir oft erleben, das funktioniert. Das können Sie vielleicht daran erkennen, dass es ganz schwierig ist, für dieses Projekt woanders zu werben. Ja, richtig. Sie können dafür ja nicht werben. Also Sie haben es schon mal versucht, ne? Ich kann schon werben, aber es sind halt sehr interessante Statistiken, die da zusammengekommen sind. Ja, können Sie mal erklären, Sie haben versucht, dafür zu werben, indem Sie wie und wo haben Sie versucht zu werben und was hat da nicht geklappt? Also wir haben einen Teaser gemacht für Human Connection, wo so in 10 Sätzen so zusammengefasst wird, was Human Connection ist, und haben diesen Teaser bei Human Connection auf Facebook hochgeladen und mit $100 beworben. Okay, also Sie haben richtig Geld in die Hand genommen. Ja, Geld in die Hand genommen. Und wir haben dann nach ein paar Stunden festgestellt, beziehungsweise auch nach dem Tag, hey, da ging überhaupt nichts. Wir hatten zwar 6.000 Klicks für diesen Film, aber das sind nur 9 Likes zusammengekommen. Und die haben gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und wir waren alle völlig frustriert. Ja. Und ich habe dann dieses Video auf Eurotramp auf der Seite geteilt. Ja, also ganz woanders. Ganz woanders. Bei Trampolin. Völlig falsche Zielgruppe, lauter Freaks, die Spaß haben und Freude am Leben. Ja. Und habe dann nach einer Stunde auf einmal über 200 Likes gehabt. Ja. Und ich dachte, hey, irgendwas stimmt da nicht. Und der Trend hat sich dann auch so fortgesetzt. Ob das jetzt ein Bug war oder, also das heißt Absicht und unabsichtlich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe dann Firmen beauftragt oder Firmen angeschrieben, die sich mit Social Media, Marketing und so weiter auskennen. Habe gesagt, hey, wenn ihr mir erklären könnt, was da passiert ist, dann kommen wir zusammen ins Geschäft. Ja. Ich bin mit keinem ins Geschäft gekommen. Okay. Aber auf die vorsichtige Nachfrage hin, ob sowas möglicherweise auch gebremst oder unterdrückt werden sollte, kam ein Ja. Was ist für Sie Facebook? Die größte Kontrollmaschine der Welt. Das wird aber nicht so gesehen von den meisten, die denken, da habe ich alle Möglichkeiten, mich mit meinen Freunden zu treffen. Ja, für die Pizza und so reicht das ja auch völlig aus, aber das steckt halt verdammt viel hinter Facebook und man sollte das auch nicht unterschätzen. Angenommen, ich möchte mich jetzt mit Human Connection, ich möchte mich engagieren. Ich bin aber jetzt kein Programmierer, möchte aber trotzdem machen. Gibt es eine andere Möglichkeit? Also ist daran gedacht, sagen, okay, ich kann
vielleicht einen Programmierer bezahlen, nicht alleine, aber mit meinen Freunden zusammen. Also kann ich eine Mikrospende abgeben, sagen, ich mache da so ein Abo, ich spende da jeden Monat 5 Euro und wenn das viele Leute tun, dann geht, weil ich bin einfach ein Programmierer. Gibt's sowas? Gibt's ein GLS-Konto oder so etwas, wo man sagen kann? Von der GLS zum Beispiel. Okay, also das gibt's auch. Ja, wir haben ein Spendenkonto. Ja. Und können auch Spendenbescheinigungen ausstellen. Und da kann ich dann sehen, was drauf ist und ich sehe dann auch, wo es hingeht und so, das ist alles möglich. Genau. Das heißt... Moment, Spenden an die Organisationen, die in einem Netzwerk drin sind, oder Spenden an uns? Spenden an ich möchte gerne Human Connection finanziell unterstützen, damit von dort aus dann Programmierer bezahlt werden können, die sagen, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, ich nehme den Job jetzt nicht an, aber ich muss ja meine Brötchen bezahlen. Ja. Gut, ich will auch keine horrenden Summen, aber... Ich brauche einfach Geld. Das kann ich gar nicht machen. So. Und da möchte ich dann nicht, dass das Geld dorthin geht. Gibt es ein Konto, wo ich sagen kann, ja, ich gebe da 5 Euro im Monat und wenn das viele Leute tun, davon weiß ich, wir zusammen finanzieren einen Programmierer. Gibt es das, dass ich mich hier so betätigen kann? Ja, es gibt ein Spendenformular. Wir haben aber jetzt noch keine Abo-Regeln oder sonst irgendwas. Wir haben einfach nur, hier kannst du spenden. Okay, das geht dann zur GLS oder wo geht das Geld? Das geht zur GLS, okay, zu dieser Bank und von dort. Auf unser Human Connection Konto. Was glauben Sie, wenn das Interview ausgestrahlt wird, welche Resonanz wird das hervorrufen? Was wünschen Sie sich und was glauben Sie, was passieren wird? Werden Sie überrannt werden von Leuten, die mitmischen wollen oder abwarten, was sich da tut, mal sehen, was der, weiß ich nicht, der ist so selbstlos, das ist bestimmt ein Trick. Ich weiß nicht. Also, ich sag's mal so, nach so einem Interview ich denke, es wird beides passieren. Man wird Gutes und Schlechtes anziehen. Ich denke, das kann so ein KenFM-Interview auch mit sich bringen. Das kann man ja auch darstellen, ne? Könnte man ja auch darstellen, auf der Seite, ja. Was ich mir daraus erhoffe, ich weiß es nicht, was passiert. Ich hoffe natürlich, dass viele Leute erkennen werden, welche Potenziale hinter diesen Funktionen stecken, die eigentlich sehr einfach sind und was man da eigentlich auch machen kann damit. Ja. Ich bin sau gespannt. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt, weiß Gott, tausende Leute die Türe einrennen, aber es hat sich auch jetzt in der letzten Zeit immer wieder gezeigt, dass einzelne Leute dann sich melden und sagen, hey, ich finde es so genial, ich bin dabei, wie kann ich dir helfen? Ist das schon mal passiert? Ich habe Sie ja auch mal gesehen, bei einer Mahnwache habe ich Sie vor langer Zeit mal gesehen, da waren Sie mit so einem kleinen Wohnmobil, weil ich dachte, naja, der ist ziemlich viel unterwegs, da war die Tochter noch nicht auf der Welt, die war noch... Das war noch ein Bauchgefühl, sage ich mal. Die Frau war dabei. Sind Sie immer mit sehr viel elektronischen Gadgets unterwegs? Also nicht nur ein Laptop, man ständig und so. Dass jemand dazu kam an einem Lagerfeuer, man ist ja dann immer dabei und wir aber auch in der Endabnahme von dem Film machen wir auch und dann gucken, wer ist das? Ich habe mit dem geredet. Kam es, dass jemand, was machst du da und neugierig wurde und Sie haben dann angefangen zu erklären? Gab es solche Momente? Nee, das war damals noch kein Thema. Ich habe mich damals auch, nachdem die Mahnwachen hochgekommen sind, bin ich erstmal dahin gefahren, habe bei Human Connection kurz auf die Pause-Button gedrückt, weil ich einfach wissen wollte, was passiert da und wollte auch die Mahnwachen unterstützen. Aber spüren Sie das vielleicht, was in der Luft liegt? Waren die Mahnwachen auch so etwas wie Human, dass immer mehr Leute sagen, ich muss was machen? Ja, liegt das in der Luft? Ist das ein Trend? Ja, auf jeden Fall. Also die Leute, die sich mit Human Connection beschäftigen, die sind echt voll aus dem Häuschen. Also wir haben einen Workshop gehabt jetzt vor ein paar Wochen und da haben die Leute gesagt, hey, das ist es und ich habe darauf für Jahre gewartet. Genau so würde ich es auch tun. Eine hat gesagt sogar so, das ist so genial, man kann das Netzwerk eigentlich kaum manipulieren oder ist so nicht zerstörbar. So ähnlich hat es geschrieben. Weil wir alle ein gemeinsames Interesse haben. Und das ist so, als ich das gesehen habe, ich finde es erst eine schöne Oberfläche. Ja, es sieht schön aus, also es ist schön. Ja, ist schön geworden. Und das aber eben, man spürt, dahinter ist keine kommerzielle Absicht. Sondern es geht einfach, hey, wollen wir nicht gemeinsam was machen? Das ist wie man irgendwo vorbeifährt, da wird gerade Fußball gespielt und dann sagt, wir brauchen noch einen Mann. Dann stärkt man einfach mit ein, obwohl man vielleicht gar nicht so gut spielen kann und dann ist man einfach dabei. Dieses Feeling wird transportiert. Plant man sowas? Ergibt sich das? Oder waren da auch Leute im Umfeld beteiligt, die dafür gesorgt haben, dass dieser Spirit mit drin ist? Ja, natürlich. Also es ist auch ganz wichtig, dass man gerade die Leute, die am wenigsten vom Internet verstehen, dass man es denen in die Hand drückt und sagt, hey, guck dir das mal an. Also dazu gehört dann auch die Oma, die Schwiegermutter und so weiter. Verstehen die, was sie da tun? Ja. Also zum Beispiel die Mutter ihrer Frau. Versteht die, was sie da machen? Ja, doch. Oder hat die gesagt, ja klar, ich bin ja auch auf Facebook aktiv? Nee, sie ist nicht auf Facebook aktiv, aber sie versteht, was ich da mache. Also gerade durch diese Tools Pro, Contra und weil ich das natürlich dann auch kläre, was kann man denn mit Human Connection machen? Ich sage, ist halt viel differenzierter. Man kann auf einmal 2 Seiten sehen, nicht nur eine und so weiter und das verstehen sie ja auch alles. Gab es schon Erfahrungen, dass Leute mal da eben
drauf geguckt haben, guck dir das mal an. Ich mache das ja manchmal auch gerade. Also wenn wir einen Film fertig geschnitten haben, dann zeige ich das oft jemanden aus dem Freundeskreis, der überhaupt nichts damit zu tun hat, was ganz anderes macht, ja, der, was ich Autos putzt oder irgendwas, jemand, der Schreiner oder der die Bedienung beim Italiener an der Ecke ist, der aber politisch denken kann. Der guckt das an, so einfach, wie findest du den? So, gab es das, dass ich mir das angeguckt habe, gesagt, ey, da würde ich mitmachen. Gab es sowas, dass Leute, dass das Ansteckungsgefahr ist? Gab es sowas? Ja. Ja, also da merken Sie schon, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Auf jeden Fall, ja. Also es gibt jetzt in Stuttgart an der Hochschule der Medien im Dezember eine wissenschaftliche Untersuchung. Ja. Da setzen sich 30 Studenten ran und werden das User-Interface untersuchen und die haben auch noch ein emotionales Messverfahren. Also das heißt dann, wie ist die User-Experience für die User, nicht nur bei der Handhabung, sondern wie fühlen sie sich auch dabei. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn man dann gerade Human Connection, das ja beide Komponenten mit beinhaltet, dass man das einfach näher unter die Lupe nimmt. Ich denke, dass das Netzwerk an sich schon sehr ausgereift ist, aber es gibt natürlich viele Kleinigkeiten und Dinge, die man noch mit einbauen kann und das wird da einfach untersucht. Ja. Finden die User die Buttons, ist das rechts okay, sollte das links sein, oder sollte das irgendwie anders sein? Ja. Und da werden wir auch sicherlich viele Erkenntnisse dann gewinnen. Also im Dezember ist die Untersuchungsphase, im Januar die Auswertungsphase und so weiter und da kriegen wir dann halt letzten Endes einen kompletten Feinschliff von der Logik von Human Connection. Was ich mir überlegt habe, wo ich denke, das habe ich jetzt noch nicht gefunden, vielleicht gibt es das schon im Hinterkopf, dass man irgendwann anfängt, okay, man investiert in dieses Projekt ja, wenn man sich damit beschäftigt, etwas sucht, Zeit. Und das Ziel, was man haben möchte, ist ja so ähnlich wie bei KenFM, wir wollen, dass die Leute gebildeter werden und wer gebildeter ist, konsumiert weniger. Davon gehe ich auch schwer so, aus. Auch dort ist es eben so, dass man sagt, brauche ich das? Und einfach merkt, man wird glücklicher, indem man mit Leuten etwas gemeinsam kreiert, ohne zu konsumieren. Dass man dann sagt, okay, die aber dann zusammenarbeiten, arbeiten auf einer Human Connection basierten synthetischen Währung. Momentan ist es nicht geplant, eine Art Währungssystem zu haben, aber ich sage mal, jede Zeit, die man investiert in etwas, wo ein Gemeinnutzen daraus entsteht, ist gut investierte Zeit. Ja, ich mache das Ganze für meine Tochter. Ja. Und natürlich damals, als ich angefangen habe, war noch keine Tochter im Gespräch. Aber heutzutage ist mir natürlich umso mehr klar geworden, warum ich das eigentlich mache. Und dass das, was ich da vor 5 Jahren dann gestartet habe, dass es gut so ist. Also nochmal konkret, wir suchen Menschen, die dieses Projekt jetzt quasi auf die Straße bringen. Die große Entwicklung ist vorbei, aber wir brauchen noch Finalprogrammierer, wir brauchen noch, die sich das angucken. Übersetzer. Genau. Es gibt auch wie Botschafter, die dann quasi einfach erklären, was ist Human Connection, wo liegen die Vorteile drin, das ist aber eigentlich Hand zu Hand, also Mund zu Mund. Dann suchen wir noch Experten in Anführungsstrichen, also die zu den 15 Themen, ich sag mal, anfangs auch für Content sorgen können, vielleicht auch mitmoderieren. Wir suchen Moderatoren. Moderatoren, die bereit sind, ich sag mal so, Content auch zu filtern. Wir suchen natürlich Spender und ich denke, es gibt viele. Okay, ich möchte mich beteiligen, sage ich jetzt mal. Ne? So, diese Welle, die jetzt ausgelöst wird, von der gehe ich aus, die muss ja auch gehandelt werden. Sonst sind die Leute frustriert, sagen, da kam keine Rückmeldung und so weiter. Wie wollen Sie das? Ist Ihnen klar, was Sie anschieben? Ja, also alles, was auf Human Connection gemacht wird, ist ja eine Software. Ja. Das heißt, wenn wir programmieren jetzt momentan auch gerade Tools, dass die freiwilligen Arbeit leichter gemacht wird im Bereich zum Beispiel Übersetzungen. Also dass wir eigentlich alles auf einer Plattform schaffen, dass wir die später nicht mehr einzeln kontaktieren müssen und sagen müssen, hier ist jetzt das, hier ist jetzt das, sondern dass wir die Jobs, die wir ja auch im Netzwerk selbst anbieten, dann nachher auch in Human Connection auf der Better-Plattform drin haben. Ob jetzt Human Connection Job anbietet oder später dann im Netzwerk, spielt ja keine Rolle. Aber so funktioniert es dann auf jeden Fall. Wichtig ist, oder was natürlich schön wäre, wenn es viele Leute sind, werde ich einen Kanal aufmachen. Das heißt, ein offener Chat-Kanal, wo sich alle Leute austauschen können über Human Connection und auch mich direkt fragen können. Also oder da gibt es schon jemanden, der kümmert sich speziell um das Problem, dass sich das selbst organisiert. Genau, dass die Leute dann, wir werden jetzt auch mit der Chat-Funktion demnächst in dem Beta-Bereich beginnen. Das heißt, die Leute können dann anfangen zu kommunizieren.
Würden Sie sagen, es ist eine Rakete, die kurz vorm Startfenster steht, uns fehlen da noch ein paar Einzelteile, aber das Ding fliegt eigentlich und ist das so eine Aufregung, die Sie spüren? Also wann soll das denn, gibt es so einen Termin, sagen, ja, dann sind wir im März 2017, boom, ist das so? März, April 2017 wäre das Ziel, ja, dass die Plattform dann wirklich offiziell richtig an den Start geht. Ist das leistbar? Ja. Na, ich frage deshalb, weil wir kennen uns schon relativ lange, ich bin Ihnen immer wieder über den Weg gelaufen und das war immer so schwierig, wenn ich mit Leuten spreche, die sehr stark in der Programmiersprache sind, dass ich immer sage, wir müssen den Menschen da draußen das auf eine Art und Weise erklären, das ist mein Beruf, dass sie das verstehen. Das ist ja schon eine sehr abstrakte Art und Weise, also sehr abstrakter Beruf. Wenn man das dann sieht, klar, ich glaube, dass uns das absolut gelungen ist. Aber auch dort wurde ja etwas immer wieder verschoben. Das ist jetzt nicht der Flughafen von Berlin, das Ding geht jetzt an den Start. Ja. Aber ist das realistisch? Also wie viel Arbeit steckt denn da noch drin? Was muss man noch machen, damit es geht? Also wenn Sie jetzt 10 Leute haben, die als Programmierer für Sie arbeiten, und wie lange müssten die denn arbeiten, um das hinzubekommen? Ich spule vielleicht einfach mal kurz zurück. Ja. Ich wollte nicht mit Informationen raus, die ich später nicht halten kann. All das, was man jetzt auf der Webseite sieht, wo Human Connection beschrieben wird, das ist das Ding und das wird auch so erstmal nicht geändert. Ja. Und ich wollte halt nicht, es gab so viele Unwägbarkeiten. Ja? Die Gemeinnützigkeit ist ja ein Riesenthema. Das sollten wir uns auch drüber unterhalten. Das ist nämlich sehr interessant, wenn man sich mal das Gemeinnützigkeitsrecht anschaut mit der Abgabenordnung 52, man musste alles letzten Endes unter einen Hut bringen und ich muss ja schauen, funktioniert das nachher auch. Ja. Also da gibt es Gesetzgeber, die ein Anforderungsprofil haben. Genau, aber es hat jetzt sehr lange gedauert, bis das alles mal fest war. Jetzt ist das Haus skizziert, ja, die Architektur ist erstmal gemacht und das heißt, jetzt wird wirklich ganz hardcore jeden Tag programmiert, eine Sache nach der anderen und davor waren wir auch in der Findungsphase, wir haben auch vieles ausprobiert und so weiter. Das heißt, seit Anfang diesen Jahres geht es eigentlich nur noch wird das umgesetzt, was da skizziert wurde von mir. Jetzt komme ich mal zum Urheberrecht. Da sind ja sehr viele Inhalte, die nicht von Ihnen sind, auf die Sie verweisen. Das kann man machen. Wie ist es da? Wie ist die Rechtssituation? Wie in allen sozialen Medien. Also Urheberrecht ist ja eine technische Plattform. Das heißt, da ist also mal kein Content drauf. Jeder, der Content natürlich drauf macht, unterliegt denselben Urhebergesetzen und so weiter, wie auch in anderen sozialen Medien auch. Natürlich, es gelten die normalen Gesetze. Aber es ist ja, obwohl man tauscht Informationen aus, Wissen aus, Connection aus, Verbindung aus und sagt, aha, jetzt das hat mir gefehlt, das Ersatzteil noch, jetzt kann ich die Maschine machen oder aber jetzt gibt's, wie ich diese zusammenbaue. Trotzdem ist es ja keine Tauschbörse. Gibt es irgendwo, wo Sie sagen, haben Sie dazugelernt, was möglich ist, was heute rechtlich möglich ist und was nicht möglich ist? Wären Sie vielleicht noch weitergegangen, aber da gibt es Rahmenbedingungen, da dürfen Sie nicht ran? Also es wäre schön gewesen, es gibt viele sagen, ja, wo kann ich das jetzt kaufen? Oder dass wir gesagt haben, Bio-Anbieter, Demeter-Anbieter, nachhaltige Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, textiles Vertrauen und all diese Dinge, dass man die auch mit hätte einbinden können, wenn das Portal nicht gemeinnützig wäre. Also das heißt, es gibt kein kommerzielles Unternehmen und auch eine Gewerkschaft zum Beispiel oder eine Erzeugergenossenschaft oder sowas. Kann da nicht den fetten Button draufknallen und... Genau, kann quasi nicht. Es ist aber, das hat halt es ist halt die Regel, alles was das Kapital betrifft, beeinflusst natürlich. Ja. Das bedeutet, sobald ein kommerzielles Unternehmen bei Human Connection angemeldet wäre, mit einem Account, würde das... Ging es schon los mit Konkurrenz? Ging es schon los. Oder jemand, ich möchte auf diesen Button einkaufen, was würde mich kosten, wenn ich auf diesen Button hier meine Werbung mache? Dann ging es schon in diese Richtung. Wahrscheinlich, ja. Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken dann darüber gemacht, was wäre, wenn man das jetzt kommerziell aufbauen würde, weil darum ging es ja nicht. Und Facebook kann gut kommerziell arbeiten. Okay, also da brauchen wir nicht sowas Ähnliches. Da brauchen wir keinen Ersatz. Okay, gehen wir davon aus, es gelingt uns, genügend Leute zu motivieren, sich bei Human Connection so mit einzubringen, dass es bis März 2017 einmal Cape Canaveral, sage ich jetzt mal, in den Orbit geschickt werden kann. Trotzdem muss es ja Menschen geben, die das dann betreuen, zukünftig Sachen einstellen, pflegen. An wie viele Leute ist denn gedacht, die man minimal braucht, um Human Connection erstmal stabil zu halten? Es gibt ja keinen, der dann angestellt ist bei Human Connection und dort Content reinbringt. Das ist ja ein soziales Netzwerk. Das heißt, das Ding ist komplett leer. Ja. Soziales Netzwerk man hat bereits ein soziales Netzwerk, wenn man 5 oder 100 Leute hat. Ja? Das ist ja ein Netzwerk, Leute, die zusammen sind. Aber auch bei Facebook und Co. arbeiten Leute, die dann ein bisschen auch die technische Seite und so weiter, Server, alles, da muss sich ja jemand drum kümmern. Richtig, ja. Nur die Software an sich ist ja relativ einfach. Ja.
wenn man so will. Serverkosten, wenn man jetzt nicht gerade von Video-Uploads und so weiter spricht, ist auch alles in einem Rahmen. Durch die Open-Source-Programmierung wird die Software ständig verbessert und dadurch, dass es ja öffentlich zur Verfügung steht, hat man auch da dann keine Kosten, weil jeder an der Verbesserung der Software partizipiert. Und dadurch kommen dann natürlich es sind noch administrative Kosten, es sind Anwaltskosten, Steuerberaterkosten und so weiter. Aber also die klassische die Betriebssicherheit muss hergestellt werden. Genau, aber das Netzwerk ist generell so aufgebaut, dass es eigentlich so ein bisschen so einen Selbstregelmechanismus hat. Also sowohl es gibt eine Argumentationsfunktion, also einen Platz, wo die Leute sich battlen können, und es gibt auch den Moderationsbereich dann. Lassen Sie uns noch mal ein konkretes Beispiel wählen. Also 2017 das Gate an den Start. Ich wohne jetzt hier und ich sage, ich habe keine Lust mehr, ständig hier Öl und Gas zu kaufen. Ich möchte gerne hier energieunabhängig werden. Dann gehe ich jetzt auf Ihr Netzwerk und kann was suchen. Genau. Ja, also zum Beispiel, da gebe ich ein Energie, oder gibt es einen Bereich, der sich mit Energie beschäftigt? Wir haben Energie und Technologien als Thema. Da finde ich schon was Mögliches. Genau, da kann ich einfach mal reinklicken. Also ich habe ja mein Dashboard, da gehe ich dann in einen Filter rein und gehe mal auf Energie und Technologien. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte mich irgendwie autark machen oder so, und dann gebe ich noch einen Suchbegriff ein wie Solarzellen oder Energiespeicher oder irgendwie sowas und schaue, was dann dazu mit drin ist. Genau, das könnte ein Can-Do dann sein, also, dass ich dann suche und dann finde ich ein Can-Do, mach dich energetisch unabhängig und baue das zum Beispiel bei so wird's gemacht. Dann gibt es vielleicht einen Film dazu, Dokus, jemand, der das schon gemacht hat, dann die Pro- und Kontra-Geschichten, Kosten, welche Sachen. So, und dann aber vielleicht auch in meiner Umgebung, weiß das System, in welcher Umgebung mein Solarzellenhändler ist, oder sagt er, gibt es einen in Paraguay, weiß es das? Ja, nee, das erstmal nicht. Also man hat eine Karte, da werden alle Events drauf angezeigt, aber jetzt nicht unbedingt ein Einkaufsverzeichnis oder sowas. Wenn jetzt ein User sagt, hey, ich habe da eine Solarzelle gekauft, die ist der Wahnsinn, die bringt mir so und so viel kW und nur auf dem kleinen Bereich, dann darf er die natürlich reinstellen. Das ist ja eine Meinung eines Konsumenten, der sagt, ich finde dieses Ding super. Das heißt, er darf natürlich sowas reinstellen und sagen, ich finde es gut und ich kann damit Energie einsparen. Nur die Firma selbst darf es nicht tun. Das sind quasi immer Empfehlungen der User. Okay, aber das kann dann auch diskutiert werden, falls die Firma sagt, hör zu, du bist einer unserer Angestellten, mach du das mal mit deinem privaten Facebook-Profil. Wäre ja möglich, theoretisch. Wäre möglich. Aber es ist offen, transparent, das heißt, jemand sagt, die ist gar nicht so toll, hier gibt's die, also das würde sich ausgleichen. Genau. Was wäre denn Ihre Wunschvorstellung, dass dort dann auch ökologisch produzierende Firmen, oder könnt ihr sagen, BASF einfach sagen, hier sind ganz tolle, billige, die haben wir sonst irgendwo produziert, sagen wir natürlich nicht, aber die sind ganz toll und Sie wissen, da werden dann Produkte beworben, die sind einfach völlig verwerflich, nur man sieht eben, wenn der Traffic da ist und ich greife da 2% ab, kaufen die mein Zeug. Wie sicher kann man sein, dass jemand sagt, gucken wir, wenn es erfolgreich ist, dann tun wir so. Also mit dem Erfolg kommen auch die Trittbrettfahrer. Natürlich. So. Und jedes Netzwerk, also sobald ein Netzwerk aufgemacht wird, kommen auch die Trolle. Ja, das ist so. Es ist die Natur, dass auf dem Schlachtfeld oder auf diesem Medienbereich, das ist einfach die Natur, dass da Leute da sind, die natürlich auch manipulieren. Es werden jeden Tag Leute bezahlt, die irgendeine Meinung verbreiten. Das heißt jetzt auf Twitter oder Facebook oder sonst irgendwas. Man kann aber durch verschiedene Funktionen einfach schauen, okay, was ist das denn für ein Typ, der diese Nachricht oder diese Information zum Beispiel streut, und kann mir dann durch diese Transparenz, durch dieses öffentliche Netzwerk, wo dann jeder User auch ich sag mal, in der Statistik man sehen kann, was der alles gemacht hat, kann ich natürlich sehen, der kommentiert zum Beispiel nur die ganze Zeit. Der hat aber gar keine Beiträge oder ein ganz frisch erstellter Account oder er macht er ist sehr einseitig hier bei Pro-Kontra-Diskussionen erstellen. Ich kann einfach mehr sehen, als ich es jetzt kann. Und durch diese Transparenz fällt es mir halt einfach leichter, eine Person zu identifizieren. Aber das funktioniert natürlich nicht 100%. Ne? Es wird immer manipuliert werden. Und man muss da quasi ständig irgendwie schauen, dass man sich da was einfallen lässt. Aber setzen Sie auch so, oder vertrauen Sie im Selbstregelmechanismus? Ja. Dass wir alle zusammen so schlau sind, dass wir die übersichtlichen Idioten, die es ja immer gibt, dass wir die erkennen können? Ich hoffe, dass es so ist. Letzten Endes ist Human Connection, ich würde gerne auf die Argumentationsfunktion mal eingehen. Was ist, wenn jemand sagt, Glyphosat ist super für die Leber, haut ihr davon einen Liter rein? Das stimmt nicht, nein?
Ich glaube nicht, dass es stimmt. Wir können es ja mal ausprobieren, aber ich würde es nicht trinken. Also gehen wir mal davon aus, jemand schreibt sowas. Ja? Und ich sehe das dann und sage, hey, das ist doch völliger Quatsch. Und macht da quasi eine Argumentation dagegen, ein Versus nennt sich das. Es gibt auf Human Connection eine spezielle Zone, wo man sich quasi so ein bisschen battlen kann. Ja. Das ist aber auch die einzige Zone. Das ist die Versus Area, wo also Streitkultur. Argumente, genau, es gibt Streitkulturen, das werden wir auch immer haben. Und genau dort sollen quasi diese Dinge geregelt werden unter den Usern. Ja. Das heißt, ich setze dann zum Beispiel ein Gegenargument rein, da habe ich jetzt zum Beispiel mit Gift und Genen von Monsanto die Arte-Dokumentation, setzt die da rein. Jetzt befinde ich und derjenige, der diesen Post gemacht wird, wir sind quasi in der Arena und halten unsere Argumente hoch. Ja. Und jetzt werden 100 Leute aus dem Zufallsverfahren aus dieser Arena ausgesucht, die sich für das Thema Glyphosat interessieren oder Natur und Umwelt als Interessen drin haben. Ja. Und jetzt werden 100 Leute gefragt, die du, also die derjenige nicht kennt und ich nicht kennen. So kann man also ausschließen, dass jemand seine Community mitnimmt. Genau. Ja. Die können das zwar sehen, aber sie können nicht voten. Ja. Es können nur die Leute voten, die ausgewählt wurden vom Algorithmus. Und so habe ich halt einfach ein faires System. Ja. Ob es die Wahrheit ist, wovon wir dann sprechen, das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber zumindest spiegelt das Netzwerk immer das wider, was die Leute denken. Das heißt, Input gleich Output. Aber so könnte man ja quasi in Realtime-Bedingungen dann auch sagen, bevor ich zum Beispiel einen Gesetzesvorschlag mache. Als Politiker könnte ich das ja auch nutzen, also immer so rum. Also ein Politiker sagt, ich würde gerne das Gesetz einbringen. Und ich hätte gerne eine Frage, wie die Menschen dazu stehen. Dann würde ich mich beschäftigen, sagen, okay, wie müsste ein Gesetz aussehen, was nicht im luftleeren Raum entwickelt wird sondern von vornherein, das ist das, was die Menschen eigentlich wollen. Dann sage ich mal, was ich denke, was auch, weil ich habe da mehr Ahnung aus diesem Bereich, weil ich weiß, was zukünftig kommt und so. Aber damit könnte man ja quasi Gesetze vorab testen, indem man sich checke. Das ist das, wie findet ihr das denn? Das wäre dann ein weiteres Tool, das man in der Open-Source-Programmierung, das könnte jemand programmieren und schlägt es uns dann vor, dass wir das implementieren in die Human Connection Plattform. Ja. Wir würden das dann wir würden schauen, okay, dient es den Leuten oder nicht? Ja. Und dann wird man schauen, tritt es mit der Gemeinnützigkeit irgendwie in Konflikt oder nicht? Ja. Bei Politik muss man aufpassen, sonst kriegt man schnell die Gemeinnützigkeit entzogen. Ja, okay, verstehe. Also ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen dieses System Human Connection gut finden, weil sie plötzlich ihre Potenziale entdecken und plötzlich dabei sind. Das ist wie so ein Spiel, man ist plötzlich dabei und dann sagt, ich denke, du spielst gar keinen Fußball. Oh, man ist plötzlich dabei, das ganze Mannschaftsding, das rockt ein. Es wird aber auch immer Leute geben, die sagen, solange der Fußball spielt, kann der schon nicht was anderes machen, beim Sport mitmischen und so. Es wird auch Leute geben, die das doof finden, die Feinde von dem sind, weil wenn man seine Ideen und seine Zeit bei Human Connection verbringt, um dann aktiv zu werden. Darum geht es ja. Ich schätze mal, also das wäre die Idee, dass man sagt, okay, 1:100. Man ist ein Hundertstel bei Human Connection und die anderen 99% tut man. Das wäre ja ideal, was man machen würde. Es wird auch Leute geben, die sagen, das will ich nicht, dann sind die ja nicht in meinen Netzwerken, surfen da nicht. Wie geht man damit um? Ist das mal nachgedacht worden, dass man eine ernsthafte Konkurrenz zu den großen sozialen Netzwerkanbietern sind, die Zeit rauben? Die sagen, wir müssen den irgendwie wegbringen, den Typen. Ja, mein Gott, ja, natürlich denkt man darüber nach. Wobei das nicht ein Risiko ist, wo ich da scheue. Also wenn sie mich irgendwie durch den Dreck dann nachher ziehen, Rufmord oder sonst irgendwas, da komme ich mit klar, da kann ich drüber stehen. Ja. Ich denke einfach nur, dass die Zeit, die Notwendigkeit ist da. Ja. Ich lasse mich nicht von irgendjemandem aufhalten, daran zu glauben, dass die Welt eine bessere sein kann und dass ich auch bereit dafür bin zu kämpfen, im positiven Sinne. Herr Hack, wo wird Ihre Tochter ist, glaube ich, 9 Monate? Knapp 10 Monate. Knapp 10 Monate. Wie wird das Sie müssten Ihrer Tochter in 19 Jahren erklären, wie das vorher war. Wird die Welt in 19 Jahren eine andere sein, wenn Human Connection erfolgreich wird? Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Was glauben Sie, wird das eine Rolle spielen? Ich würde sagen, definitiv ja. Wenn der Content erstmal drin ist, wenn die Organisationsverzeichnisse, wenn der Content drin ist, dann kann das, ich glaube, schon viel bewirken. Die Welt zu retten, sollten wir uns vielleicht sollten wir erstmal schauen, wie können wir sie verbessern. Also wir versuchen es jetzt einfach mal zu verbessern und fangen, weil das Ding ist ein Fass ohne Boden, die Welt zu retten. Von dem Gedanken muss man sich, verabschieden. Aber wir können schauen, was können wir tun. Und es gibt so verdammt viele Sachen, die man machen kann, in vielen kleinen Schritten. Man kann an so vielen Punkten ansetzen. Und ich bin fest davon überzeugt, natürlich könnte man die Welt retten, wenn man es
denn wollte. Wenn man zusammenarbeitet. Und wenn man zusammenarbeitet. Und wenn den Leuten bewusst werden würde, dass vielleicht alles, was sie dazu brauchen, in der unmittelbaren Nachbarschaft sich bereits befindet, dass sie wissen es einfach nicht. Ja. Und suchen dann immer, da kommt immer ein Global Player, sagt, übrigens, hier fehlt ja noch was und dann fehlt ja noch immer dieser Cliffhanger auf Zoom. So, lassen Sie uns mal auf die, weil Sie von Welt sprechen. Wir haben auf der Welt mehr als 3 Sprachen, die gesprochen werden. Es gibt eine Sprachbarriere. Es gibt auch eine kulturelle Unterschiede. Wie haben Sie gedacht, dass Sie das unterbrücken? Gibt es alle Beiträge, die es in einer Sprache gibt, automatisch in den anderen? Ist das angedacht? Also natürlich gibt es dann eine Übersetzungsfunktion, Ja. also eine Computerübersetzung. Ja. Was wir angedacht haben, ist, dass man zum Beispiel die besten 100 Beiträge aus den verschiedenen Ländern, dass man die zur Übersetzung freigibt und auch speziell nochmal featured und sagt, diese 100 Beiträge in der Ukraine sind die top und die würde man auch gerne übersetzen lassen, damit andere lesen können, was denn in der Ukraine alles passiert. Man kriegt ja nur mit, was in den Medien ist. Ich habe ja keinen anderen Zugriff auf Informationen. Aber wenn ich jetzt quasi aus einem Netzwerk, wo dann 100 Leute Beiträge gemacht haben, die sehr gut waren, wenn ich das natürlich dann transferieren kann in eine andere Sprache, dann kann man sich untereinander austauschen. Und ich werde unabhängig von Massenmedien. Herr Hack, Sie sind ja ein Idealist. Ich denke, ja. Sind Sie deshalb schon mal mit Leuten aneinander geraten, die zu Ihnen gesagt haben, Sie sind ja ein totaler Spinner, wenn es so einfach wäre? Gab es das auch schon, dass man richtig sich gekloppt hat, weil Leute das nicht wahrhaben wollten und nicht glauben wollten aus Überzeugung, nicht weil sie es nicht wollten vom Wollen her, sondern es geht eben ja gar nicht, sonst hätten wir das ja schon längst gemacht. Ja, natürlich, ganz viele. Also die ersten 2 Jahre waren echt hart für mich, weil ich bin letzten Endes immer belächelt worden, damit es wird jetzt so langsam besser. Aber die Leute halten natürlich einen erstmal für einen Spinner und was soll das Ganze und wieso überhaupt? Facebook hat das doch alles und die Welt ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf und so. Natürlich, klar, logisch. Sie sind ja ein Macher. Würden Sie sich als ein Pionier bezeichnen? Ich würde sagen, ich gehöre zu einer Generation, die das Internet zu nutzen weiß. Und viele vor mir haben ja schon solche Ansätze versucht, alternative Netzwerke und so weiter auf die Beine zu stellen. Es sind halt sehr viele Faktoren, die damit einspielen. Und bei den meisten ist es dann auch das Geld. Etwas, wo ich mit mehr Glück hatte. Ich habe da zwar auch meine finanziellen Grenzen, aber trotzdem habe ich halt die Möglichkeit gehabt, da etwas umzusetzen, was so in der Form, selten gibt oder so in der Form eigentlich noch nie gab. Also in der Kombination, dass man wirklich alles unter einen Hut bringt. Gibt es Menschen, wo Sie sich wünschen würden, die wie Schirmherren in verschiedenen Bereichen für dieses Projekt Werbung machen? Also Jean Siegler, Daniele Ganser, Mausfeld, die darüber reden, also in ihren Bereichen, in Soziologie, Geschichte und so weiter, dass man sagt, hey, die das bekannt machen, das wäre das eine angedachte Werbemaßnahme, zu der wir zum Beispiel beitragen können und sagen, wir versuchen einfach in den Slots Leute darauf aufmerksam machen, guckt euch das mal an, da kennt ihr auch wieder Leute und was könnt ihr mit einbringen? Alles, was geht. Ja gut, ich gehe davon aus, dass dieses Interview dazu beitragen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Hack, fürs Kommen. Vielleicht nochmal human-connection.org. Man kann sich dort eine Beta-Version angucken. Wir blenden das auch alles ein. Es werden noch Menschen jetzt gesucht, die aus den unterschiedlichsten Ebenen, vor allem Programmierer, das fertig machen, aber auch sonst alles gefragt. Es gibt auch einen Spendenbutton, wenn man sagt, ich kann nicht programmieren, aber ich kann mich mit einbringen. Und das Ganze soll bis zum März, April spätestens 2017 an den Start gehen. Wie erfahren wir vom Stand der Dinge? Gibt es das sowas, wo eine Timeline ist, das haben wir, das suchen wir? Ja, auf der Beta Area. Ja. Da haben wir quasi die Neuigkeiten. Wir haben einen News-Bereich. Interessant wird es jetzt natürlich mit der Untersuchung auch auf der Hochschule der Medien. Ja. Das wird ganz spannend. Also am besten, man trägt sich in einen Newsletter ein. Ja. Man kann auch mit mir direkt Kontakt aufnehmen. Ich nehme sofort jeden in den Skype-Channel rein. Okay. Da befinden sich jetzt schon 30 Leute. Ich habe kein Problem damit, wenn dann nachher 200 drin sind. Okay. Es wird Spaß machen, dazu zu sein. Was denken Sie, wann werden die großen embeddeten klassischen Medien auf Sie aufmerksam werden? Wann kommt das Manager-Magazin und packt Sie aufs Cover? Oder zumindest eine Story auf Seite 3. Oder das ZDF kommt mal vorbei, oder wie ist es? Ja, also obwohl es gibt ja mittlerweile Negativpreise, Negativnachrichten über Facebook. Die Journalistenverbände beschweren sich drüber, alles möglich, aber sie werden Human Connection nicht anfassen. Sicher? Ich glaube, solange es geht. Wie lange kann man das verdrängen? Gute Frage. Gibt es für Sie noch alternative Möglichkeiten, das Produkt zu bewerben, außer zu den alternativen Medien zu gehen? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
wo Sie sagen, darüber habe ich noch gar nicht, das könnte man auch machen? Also wie kriegen Sie es unter das Volk? Es ist Bedarf dafür, das weiß ich. Ja. Aber man kann es ja nicht zwischen Tür und Angel erklären. Wir haben jetzt 90 Minuten miteinander gesprochen. Das wird das super. Aber welche Möglichkeit gäbe es, das noch spielerisch? Klassisches Beispiel, der Fußballspieler von St. Pauli, der sich einfach überlegt hat, er möchte, dass Menschen überall auf der Welt Wasser bekommen. Normal, der hat dieses Viva Con Aqua gegründet. Eine ganz einfache Idee. So. Und gibt es so eine Idee, was damit könnte man noch, dass Leute drüber reden? Gibt es sowas? Oder fehlt da noch eine Zündidee, über die wir uns Gedanken machen können? Das Marketing. Ja, also es gibt die Clock of Change, die Uhr des Wandels. Das ist ein kleiner so eine digitale Box, die quasi anzeigt, wie viele Leute an eine bessere Zukunft glauben und da auch zusammen stehen wollen. Ja. Das ist ein kleiner, das ist wie so eine kleine Box mit so einem digitalen Zähler und der zeigt einfach die Leute, die Anzahl der Personen an. Und da kann man drauf quasi unterschreiben, elektronisch, kann auch noch ein Foto reinsetzen und noch irgendwie was dazu schreiben, was einem da gedanklich dazu einfällt. Und so kann man da zusammenstehen, quasi symbolisch. Digital erstmal. Und, wo steht der Zähler im Moment? Der Zähler, der liegt momentan im Wohnmobil. Okay, aber etwa, wo sind wir zahlenmäßig? Sind wir bei 300 oder wie viele Leute haben sich da schon... 208. 208 kann man ja durchaus noch steigern. Ich glaube, es gibt mehr als 208 Personen, die an eine bessere Zukunft glauben und sie sich auch wünschen. Ja. Glaube ich schon. Und wir sind momentan noch dabei, das Konzept dieser Uhr des Wandels vor uns auszuarbeiten. Das bedeutet, dass auch Firmen können ja nicht am Netzwerk so erstmal teilnehmen und eine Werbung schalten oder sonst irgendwas. Ja. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie gehen jetzt zum Bäcker um die Ecke und der hat diese kleine Box da stehen. Ja. Dieser Bäcker hat davor einen Vertrag gemacht mit Human Connection, ist da Mitglied geworden und verbreitet und sagt, ich finde die Idee toll von Human Connection, ich verbreite die. Ja. Und wir planen, also es ist nur eine Frage der Produktion und auch wie man das vielleicht auf einem Tablet darstellen könnte oder sowas. Aber wir wollen quasi diese kleinen Boxen, die so als symbolische Hoffnungsträger gelten, die wollen wir quasi in die Verbreitung geben. Das heißt in Bars, in Restaurants, in Museen oder sonst irgendwo, überall, wo man das aufbauen kann. Dass man... das ist dann praktisch, du bist auch dabei, schon kommt man ins Gespräch und spricht darüber. Genau, richtig. Und dass man quasi immer so einen kleinen, so eine Erinnerung dran hat. Ja. Und jemand, der so eine Uhr hat, der dann auch irgendetwas tut, was Nachhaltigkeit produziert oder eben praktisch ein Ansprechpartner dafür ist. Genau, also er promotet die Idee von Human Connection. Ja. Ich würde es nicht als Bed and Breakfast, sondern Brain and Breakfast bezeichnen. Ja, genau. Also da gibt es schon so etwas. Genau, ja. Herr Hack, eine letzte Frage an Sie. Geben Sie auch auf? Oder können Sie das nicht? Ich muss nur zeitlich ein bisschen zurückfahren, damit ich selber gesundheitlich nicht auf der Strecke bleibe. Aber aufgeben, für was denn? Das Leben ist viel zu schön. Das Leben ist, ich finde die Erde, ich finde es einfach ein wunderschöner Planet. Ja, egal ob das jetzt Musik ist oder die Artenvielfalt, die wir noch haben. Ja. Die Menschen, die da drauf leben, die Möglichkeiten, die man hat. Ja. Das ist einfach ein wundervoller Ort. Und deswegen aufgeben, sterben, aber aufgeben nicht. Okay. Dann vielen Dank fürs Kommen. Also human-connection.org kann man ansurfen. Es ist ausdrücklich gewünscht, nicht nur mitzuarbeiten, sondern seinen Senf abzugeben, das zu begutachten, das zu testen, das zu probieren, anrufen, all das. Denn das Ziel, und dazu möchten wir natürlich auf jeden Fall beitragen, ist nicht nur Programmierer zu finden, die sich da engagieren wollen, sondern eben, wenn wir sagen, ich kenne keinen, aber ich kann auch Mikrospenden abgeben und mich da einbringen, damit wir das ganze Projekt, was allen, die an einer Zukunft interessiert sind, weil Zukunft ist gut für alle, habe ich mir mal sagen lassen, die an einer friedlichen Zukunft interessiert sind, das glaube ich sind die meisten, damit die eben dieses Projekt aus der Taufe heben und das Netz endlich mal dazu auch benutzen, dass wir uns vernetzen und uns unabhängig machen von denjenigen, die uns beherrschen, unterdrücken oder sonst etwas wollen, weil ich glaube, wir brauchen das nicht. Wir haben die Macht und das ist so ein Tool, das wir erkennen, das uns wach macht. Da ist auch Macht drin, dass wir zusammen etwas tun, dass das eben auf viele Schultern verteilt ist und alle Verantwortung übernehmen, sodass keiner überfordert ist und man Spaß bei der Veränderung hat. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man bei sich merkt, man kann unglaublich viel machen. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich, hier Sie begrüßt zu haben als Pionier, aber Sie sind ja auch ein Macher. Sie können sich vorstellen, wir werden das auch unter die Macher jetzt mal präsentieren. Sie sind einer von diesen Machern.
Ja, die es ja für uns seit 1.10. offiziell gibt, aber Sie haben es schon vorher gemacht, deswegen vielen Dank. Sie müssten das nicht tun. Ich weiß, dass man da auch sich sonst was anhören muss, was man für ein Spinner ist. Man möge sich doch lieber um die Firma kümmern oder vernachlässigst du nicht, guck da mal hin. Ja. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass man manchmal Stress hat mit der Familie. Wenn man sich intensiv mit solchen Dingen beschäftigt, kann man nicht immer gut drauf sein. Es ist mit dem Ablenken ein bisschen schwierig. Deswegen ist die Familie wichtig. Aber dass Sie trotzdem sich die Zeit genommen haben und da investieren, weil das bedeutet ja, dass man es sich nicht bequem macht. Das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Eine Veränderung ist wie so ein Gipfel und es ist anstrengend, aber am Ende entschädigt einen auch dieser Blick. Ja, das macht ja nicht glücklich. Macht nicht glücklich. Bequem macht am Ende nicht glücklich. Zum Ausruhen, ja. Schön. Aber dann muss es trotzdem weitergehen. Okay. Wir bleiben in jedem Fall dran, auch wenn Sie sagen, okay, im März haben wir es noch nicht erreicht, April noch nicht, dass wir dranbleiben. Ich will das sehen, natürlich, klar. Ich bin da total interessiert dran. Also ich glaube daran, dass es funktioniert und wenn wir dafür Werbung machen konnten, gehe ich von aus, dann ist es wunderbar. Vielleicht laden wir Sie dann schon ein paar Tage später wieder ein und Sie erzählen die Erfolgsgeschichte oder sagen, ich kann im Moment nicht, ich bin auf Welttournee. Genau, wer weiß. Man muss das überall sehr, sehr gerne erklären. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Ich danke nochmal. Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast heute Dennis Hack, der Erfinder von humanconnection.org. Ich glaube, wer das Interview gesehen hat, der ist so begeistert, dass er sagt, will ich gleich mal drauf, wenn er nicht schon parallel drauf war. Bringt euch ein, lasst uns das Ding an den Start bringen für eine lebenswerte Zukunft, an der wir alle interessiert sind, denn wir haben keine zweite Welt im Kofferraum. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.